Willkommen zu einem neuen Video von New VR Tech. Mein Name ist Marco und in diesem Livestream testen wir mal den Microsoft Flight Simulator 2020 im VR-Modus. Das Update ist heute erschienen um 17 Uhr. Ich habe es schon runtergeladen und ein bisschen ausprobiert, aber auch nur ein bisschen, damit die Performance stimmt. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein absoluter Flight Sim Noob. Also ich habe quasi noch nie ein Flight Sim gespielt. Ich weiß auch nicht, worauf man achten muss, aber da hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Deswegen mache ich hier den Livestream. Ich begrüße die Zuschauer im Chat. Gizi01, Süchti Tom, Andi VR Go, Terence Hill, Utrul. Ja, viele Stammzuschauer. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier mal einen meiner Monitore gecaptured mit meinem Kamerabild. Und das aus gutem Grund, das zeige ich euch gleich. Wir spielen hier übrigens die Microsoft Store Variante. Ich habe nämlich den Game Pass, den Microsoft Game Pass oder Xbox Game Pass eher gesagt. Und darüber spiele ich eben dann den Flight Simulator. Ja, und da gibt es natürlich, was so ein bisschen das Beobachten angeht und so ein paar Hürden. Über die Steam VR-Version, die ist mit Sicherheit ein bisschen leichter, was das angeht. Was sind die, also wenn ich die richtigen Einstellungen finden will, ne, dann kann ich das meiner Meinung nach in Steam VR leichter machen. Da habe ich nämlich Tools wie FPS VR. Da kann ich ganz leicht die Motion Reprojection ein- und ausschalten, muss nichts neu starten, beziehungsweise höchstens das Spiel eben. Und das geht alles in der Microsoft Store Version auch, das heißt mit Microsoft Spielen oder Apps, die man dort kaufen würde, aber sehr umständlich. Aber es geht, das zeige ich euch jetzt auch. Ich kill jetzt das Cliffhaus. Fly Kai, hi. Warum? Läuft irgendwas nicht? Amazon Spanien soll anfangen mit der Auslieferung. Ja, das sind gute Nachrichten, das hoffe ich mal für alle Käufer dort. Also, moin, MedVape. Erstmal zeige ich euch, wie ihr das hier einrichten könnt. Ihr seht hier nämlich die FPS meines Headsets hier. Das geht so ohne weiteres normalerweise nicht. Da habe ich ein bisschen im Internet nachgeguckt und das geht folgendermaßen. Und zwar müsst ihr in die Windows-Einstellungen gehen, dann auf Update und Sicherheit, dann auf für Entwickler und hier aktiviert ihr das Kästchen, installieren Sie Apps aus beliebigen Quellen und hier bei Geräteportal, das ist nämlich das, was wir brauchen, das Geräteportal. Da aktivieren wir das Häkchen hier, aktivieren Sie die Remote-Diagnose über LAN und Authentifizierung. Hier kann man sich dann wahllos einen Benutzernamen und Kennwort ausdenken. Das muss man hier jeweils reinschreiben und auf Anwenden drücken. Danach, wenn das angewendet wurde, könnt ihr auf diesen Link hier klicken. Man greift also auf seinen eigenen Rechner zu. Man könnte aber auch auf die Rechner-IP mit einem anderen Gerät aus dem Netzwerk zugreifen. Dann hat man die Möglichkeit, eben sich hier, ich mache das einfach mal ein bisschen größer, hier gibt es, beziehungsweise ich scrolle hier mal rum, hier gibt es dann so ein paar Untermenüs. Es geht hier auch nicht nur um die VR-Brille, die man hier sehen kann, sondern man kann hier allerlei Dinge vom Rechner sehen. Das sind so Remote Services, wenn man eben beispielsweise Server oder Computer aus der Ferne verwalten möchte. Und dann gibt es hier den Punkt Mixed Reality und hier oben dann den Punkt Frame Rate. Macht das hier ein bisschen kleiner alles, weil hier auch andere Daten angezeigt werden. Ja, und hier kann man dann sehen, wie viel FPS dann eben die Brille gerade hat, beziehungsweise die Anwendung, die gerade in der Brille läuft. Und man könnte hier auch anklicken, dass die Framerate im Headset angezeigt werden soll. Das funktioniert bei mir aber bisher leider noch nicht. Das ist schade. So muss ich also immer mein Headset absetzen. Und daher würde ich empfehlen, wenn ihr Microsoft Flight Simulator noch nicht habt und es eher in Erwägung zieht zu kaufen, statt über Game Pass zu spielen, holt euch, sowieso das gilt aber meiner Meinung nach auch für alle VR-Games, immer bei Steam VR die Spiele. Da habt ihr nämlich ja ganz viele andere Möglichkeiten noch. Jo, so, was schreibt ihr denn hier noch? Ja,
FlyKai. Genau, OpenXR muss installiert sein. Das wurde bei mir, also OpenXR selber für Windows Mixed Reality wurde bei mir selbst installiert, als ich die Brille angeschlossen habe. Da könnt ihr auch meinen Livestream euch ansehen, wo ich die Brille ausgepackt habe und zuerst angeschlossen habe. Aber was du vielleicht meinst, Jan, ist das sogenannte Windows Mixed Reality OpenXR Entwickler Tool oder auch Developer Tool genannt. Das könnt ihr euch hier im Microsoft Store herunterladen und damit habt ihr Möglichkeiten, wie auch in SteamVR Dashboard, sowohl die Sachen, die ihr vom Windows Mixed Reality Treiber für SteamVR einstellen könnt, als auch manche Dinge, die ihr in SteamVR selbst einstellen könnt, wie die Render Resolution, auch für Microsoft Store VR-Sachen eben einzustellen. Alles ein bisschen kompliziert. Ja, also wie gesagt, SteamVR ist wirklich das Beste, muss ich einfach sagen. Ja, und das sieht so aus. Das ist hier das Programm. Wie du so schon sagst, Jan, genau, es gibt jetzt auch eine Beta. Das ist hier, die wird quasi aktiviert, wenn man das Häkchen hier aktiviert. Neueste OpenXR Laufzeit-Vorschau verwenden. Vorschau steht für Beta. Dann geht Motion Smoothing sogar mit 30 FPS. Und da muss ich ehrlich sagen, so richtig verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll, weil wir dann nur 1/3 des Bildes wirklich rendern und 2/3 werden ja interpoliert. Und da bin ich gespannt, wie gut das läuft. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht lange getestet, nur kurz. War soweit alles okay. Aber das war wirklich, eigenartig irgendwie, als ich das erfahren habe heute, dass das jetzt auch mit nur 30 FPS bei 90 Hertz Geräten laufen soll. Das haben die extra wohl für Microsoft Flight Simulator entwickelt. Ja, warum? Weil sich Microsoft Flight Simulator genauso wie in Flat natürlich nicht mit Ruhm bekleckert, was die Performance angeht. Auch auf High-End-Rechnern. Ich habe ja hier eine 2080 Ti und einen 9900 KS, 8 Kerne auf 5 GHz. Ihr seht das hier auch. Das habe ich auch einfach mal hier mitgecaptured quasi, damit ihr einfach mal seht, was so an meinem Rechner hier los ist. Ich habe jetzt leider kann ich keine Geräuschunterdrückung beim Mikrofon aktivieren. Ich capture gerade über anderen Rechner, damit hier keine Leistungseinbußen auf meinem Rechner sind. Das bedeutet, dass ich so ein bisschen die Lüftergeschwindigkeit, ich habe sie nicht reguliert, aber normal habe ich sie höher, damit die Leistung noch ein bisschen höher ist von der Grafikkarte, und ich habe sie auch normal ein bisschen übertaktet. Das ist aber alles zu laut. Deswegen habe ich das jetzt auf Stock gelassen, also so wie wenn man sie einbaut, die Grafikkarte, und laufen lässt. Die meisten von euch werden das ja sowieso auch so machen. Also alles okay, ist ja nichts Schlimmes. Nur damit das nicht zu laut ist eben hier über das Mikrofon, weil es nicht gefiltert wird. Genau, den Resolution Slider, den habe ich auch, wenn man hier auf den Haken drückt hier. Das ist nämlich das zweite, oder ich war noch gar nicht fertig mit dem Erklären hier. Hier kann ich wie in SteamVR die Resolution ändern. Jetzt weiß ich aber nicht, das ist jetzt gerade schade, da habe ich mich auch noch nicht genug mit beschäftigen können jetzt, ob 100% auch die 3092 Pixel pro Auge sind oder ob das jetzt 2160 Pixel sind. Ich gehe davon aus, dass das die 3000 Pixel auch sind, wie in SteamVR. Hier kann man wie in dem SteamVR WMR-Treiber eben die Motion Reprojection einschalten. Ich mache die hier mal an, weil, Spoiler, 90 FPS schaffe ich nicht. Auch in Flat nicht. Zumindest auf Low habe ich es, glaube ich, noch gar nicht probiert, aber auch so nicht. Ja, und das ist so das, was wir brauchen. Wir brauchen also einmal, um das so ein bisschen beobachten zu können, nicht unbedingt, aber ich brauche sowas, hier die Möglichkeit, die App-Frames zu sehen in der Microsoft Store-Version, und dann hier mit dem OpenXR Entwickler-Tool die Motion Reprojection einzuschalten, sowie eben auch die Möglichkeit zu haben, falls wir nur 30 Frames haben,
dass wir auch von der Motion Projection hier profitieren können. Denn sonst brauchen wir ja 45 FPS. Das ist auch nicht so leicht. Daher habe ich jetzt hier Motion Projection immer ein. Der soll dann nicht rumspringen, das ist nervig. Denn 90 Hertz schaffen wir ja sowieso nicht. Und eben die Beta hier aktiviert, damit wir es auch möglicherweise, falls wir nur 30 haben, dann 30 Frames haben. Wir müssen gleich mal beobachten, wie die Frames sich bewegen. Ich weiß nämlich nicht, ob er dann immer zwischen 45 und 30 möglicherweise hin und her springt. Das wäre natürlich auch doof, weil das wird man auch durch so einen Jitter irgendwie merken. Vielleicht müssen wir dann gleich auch mal den Haken hier wieder rausnehmen, das Spiel neu starten und dann versuchen nur mit 45 zu laufen. Aber da gucken wir uns erstmal an, wie viel wir überhaupt erreichen. Okay, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen zur Theorie jetzt 10 Minuten erzählt. Jetzt würde ich sagen, starte ich einfach mal das Spiel. Also, ich kann grundsätzlich den VR-Modus schon mal loben, weil es total cool ist, zwischen Flat und VR umzuschalten. Man kann einfach, während man spielt, entscheiden, durch Drücken Steuerung Tab, durch Drücken von Steuerung Tab, dass ich jetzt in Flat spiele oder in VR. Zack, 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 ohne Lade, ohne Neustart, einfach ganz schnell. Und das finde ich schon cool. Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Spiele gespielt, die VR und Flat beides unterstützen. Aber das wäre jetzt eins und da bin ich schon mal positiv überrascht. Ja, der Bottleneck Utool ist die CPU. Das können wir uns aber gleich mal beobachten. Das ist im Flat auf jeden Fall so. Ob das in VR auch so ist, sehen wir gleich. Kann ich mir in VR fast gar nicht vorstellen. Denn da haben wir weitaus mehr Frames als bei 4K, oder Pixel, die wir rendern müssen. Nämlich so circa 18 Millionen. Mit der G2, mit der HP Reverb G2. Jo, okay. Dann minimiere ich das mal wieder. Starte jetzt hier die Mirror-Ansicht, damit ihr alles seht, was ich auch sehe in der Brille. Und gucken mal, wie das hier so läuft. Ihr könnt hier alles beobachten, wie gesagt. Und ganz wichtig hier, gerade hat er 90 FPS. Das wäre auch schlimm, wenn nicht im Cliffhouse. Wenn ich jetzt die Brille hier hochnehme, seht ihr, dass das hier die Live-Ansicht ist. Jetzt muss ich mal einmal das Mikrofon runterregeln. Wenn ich aufsetze die Brille, ist das nämlich sonst zu laut. Okay. Jo, dann starte ich mal. So, und dazu nehme ich jetzt den Controller. Ich kann es auch mit der Maus machen. Ne? Das ist ja auch das Coole am Cliffhouse und Windows Mixed Reality. Ich kann das alles hier mit der Maus und Tastatur bedienen. Ich tue hier mal die andere Tastatur weg von meinem Streaming-Rechner. So, und kann jetzt hier die Windows-Taste drücken und jetzt mit der Maus gucken, kann ich das auch hier starten? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Microsoft Flight Simulator. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber das ist, glaube ich, hier nicht als VR-App oder Universal-App eben zu sehen. Deswegen starte ich das vom Desktop. So, und das habe ich hier unten in der Taskleiste. Jetzt kann ich das hier starten. Braucht immer einen Moment. Wer ungeduldig ist und mehrmals drückt, der kriegt die Meldung, läuft schon. Also hier durchaus 10 Sekunden, bis das Fenster startet. Und jetzt kann ich das jetzt schon starten? Ich probiere mal. Nee. Das mal so. Ne, der VR-Modus ist jetzt noch nicht aktiv. Oder man kann ihn noch nicht aktivieren, erst wenn das Spiel gestartet ist. Macht Sinn. Wir warten mal, bis er zu Ende geladen hat.
Der 9900 KS hat 8 Kerne, 16 Threads. Da sehen wir jetzt immer die Kerne kumuliert, sage ich jetzt mal. Also nicht den zweiten Thread des Kerns durch Hyper-Threading. So, ich hatte das Update so um, weiß ich nicht, Viertel nach 5 geladen. Das waren rund 7 GB. Und dann hatte ich einfach, weiß ich nicht, nach einer Stunde das Spiel nochmal neu gestartet. Und dann kam noch ein Update. Das war irgendwie 3 GB oder 2. Also da haben sie wohl nochmal was nachgeschoben. So, und jetzt sehen wir schon da unten. Ich sehe das, ihr seht das nicht. Sekunde. Ich hänge hier mal, also ich muss sagen, mit dem Kabel bei VR werde ich mich nie richtig anfreuen. Dort unten kann man sehen, Steuerung Tab drücken, um den VR-Modus aufzurufen. Und jetzt ist dieses Menü bei den WMR-Geräten immer, beziehungsweise die Animation meine ich. Und ja, jetzt bin ich schon im VR-Modus. Das, was ihr jetzt seht, sehe ich ganz genauso. Ich sehe hier diese weiße, ja, diese Rasteransicht. Und jetzt kann ich jederzeit auf Leertaste drücken, um die Ansicht zu zentrieren. Ne? Das muss man sich merken. Und ich spiele die mit Gamepad. Ich versuche es zumindest. Wie gesagt, ich bin Flight Sim Noob, aber eben vor allem Technik interessiert. Und das Spiel ist natürlich herausragend, was die Grafik angeht. Und das müssen wir uns dann angucken. So. Wo sind wir denn hier? Da. Optionen. Gucken wir uns mal an, was wir hier eingestellt haben. Ich merke übrigens schon in der Brille. Sieht man das auch in der Ansicht? Nee. Man merkt von der Reprojection immer so ein paar Glitches im Bild. Und das merkt man vor allem in Menüs, wo gerade Linien oder so sind oder Kästchen. Und das merkt man jetzt, weil ich es ja auch immer angestellt habe, natürlich auch sofort. Wichtig ist aber am Ende, ob es im Spiel so ist. Wie gesagt, zu meinem letzten Video habe ich ja dann gesagt, oder in meinem letzten Video, dass es bei Squadrons für mich nervig war, aber in Dirt Rally ist Motion Smoothing mein Retter in der Not sozusagen. Ja, und das ist auch so gut, dass das hier getrennt ist voneinander. Wir können also einmal VR-Einstellungen einstellen und PC-Einstellungen. Also unter Grafik gibt es dann hier noch einen Schieberegler, wo ich dann in das andere reinkomme. Und hier ist irgendwie ein kleiner Bug, zumindest mit dem Controller. Wenn ich da reingehe, geht das dann nicht mehr. Deswegen mache ich es jetzt mal mit der Maus. Und das sind so die Einstellungen. Ich habe es jetzt gerade mal auf 60 FPS. 60% Render Resolution. Und habe hier soweit, ich habe mal im Internet geguckt, was ich so für Sachen einstellen soll. Und da habe ich den Flight Sim Guy gefunden auf YouTube und der war schon Microsoft Insider und hat das Spiel schon lange testen können. Und so hat er gesagt, stellt das mal ein. Er hat eine 1080 Ti, ich habe das einfach mal so übernommen. Schlechter kann es ja nicht laufen, höher kann man es dann immer noch stellen. Ach, hier sehen wir übrigens die Render-Auflösung. Wie ist das denn, wenn ich es auf 100 stelle? Ah ja. Also es ist nicht ganz, zumindest hier sind es nicht ganz die 100%, die wir auch in Steam VR mit der G2 haben, sondern ein bisschen darunter. Sehr eigenartig, dass doch sich da so ein paar Pixel unterscheiden von der Anzahl, ne? Aber gut. Jo, das ist soweit, was hier eingestellt ist, ja. Also nichts so wirklich auf Ultra, außer so Ausnahmen. Eigentlich das meiste auf Mittel, niedrig, manche Sachen hoch. Weil wir eben hier viele Pixel zu befeuern haben, beziehungsweise jetzt sind es eben 1800 mal 1800 circa. Mal sehen. So, ich gucke einmal in den Chat. Okay. Ja, dann sagt mal, was soll ich für euch testen? Also, ich habe jetzt gerade einmal, ich wohne ja hier in Dortmund, habe jetzt gerade einmal hier so einen Flug gemacht von Dortmund nach Frankfurt. Mit hier aus unserer Community. Übrigens, kommt gerne auf unseren Discord. Die Community hat hier empfohlen, ich soll die Cessna 152 nehmen. Und
Wie gesagt, weiß ich nicht viel drüber, aber sieht nach einem sehr, vielleicht im Vergleich zu so einem Airbus leichten Flugzeug von der Steuerung jetzt für mich aus. Jo, aber wir können natürlich in jedes Flugzeug rein, was ich hier in der Standard-Edition eben habe. Können wir gerne in jedes reingucken. Müsst ihr mir nur sagen, was ich hier mal zeigen soll. Und dann geht es ja darum, wie gut sehe ich das Cockpit, wie gut sehe ich alles, wie läuft es, ne? Das ist ja hier das vor allem, was wir hier testen wollen. Soll quasi weniger ein Gameplay sein, sondern, also natürlich auch ein Gameplay, aber jetzt gerade ist es sehr technisch am Anfang, ne? Weil wir wirklich mal reinsehen wollen, was können wir rausholen an Leistung und vor allem natürlich mit der G2, was sehen wir da? Alles für schöne Details. So, ach hier, guck mal, hier kann man sogar sagen, von welcher Landebahn. Also, ich habe nochmal nicht viel Ahnung von Flight Sims, aber ich als Laie finde das schon sehr, sehr umfangreich, was ich alles einstellen kann. Also ich kann hier Dortmund einstellen, ich kann sagen, von welcher Landebahn. Ich habe vorhin sogar Iserlohn gefunden. Die Nachbarstadt meiner Heimatstadt. Und das ist echt ein Kaff, ja. Das finde ich schon krass, dass da hier so kleine Landebahnen zu sehen sind. Ja, hier Iserlohn Rheinmark. Wo können wir denn mal hin? Nach Paris. Jo, ich mache das aber mal am Tage. Bin ich jetzt schon ein paar Mal drauf eingefallen, aber immer alles nachts. Und da kann man natürlich nicht so viel sehen, wenn man rausguckt. Dafür aber viel vom Cockpit, weil schön alles leuchtet. Das ist natürlich dann auch gut. Ja, und dann würde ich einfach mal losfliegen. So, was schreibt ihr? Cessna 172? Oh, oh, oh. Soll ich das mal machen? Wo ist das denn hier? Warum habe ich hier nur 3 Flugzeuge? Es gibt doch mit Sicherheit mehr als 3 Flugzeuge. Muss man sich die noch runterladen? Das ist leider ein bisschen doof jetzt. Da konnte ich mich nicht viel vorbereiten, weil ich leider wirklich nicht so viel Ahnung davon habe. Und mich auch erst seit Erscheinen des Updates heute damit beschäftigt habe, mit dem Flight Sim selbst. Können wir vielleicht im zweiten einmal testen. Nach München. Oh ja, wenn man die Sachen alle im Cockpit konfiguriert, das ist natürlich der Hammer dann. Das stimmt. Über Hamburg soll ich fliegen. Dann kann ich doch mal München-Hamburg machen, ja? Die beiden Städte sind jetzt hier gefallen. Jetzt sehe ich leider meine Tastatur nicht. Tja, wie lange man wohl fliegt, so eine Strecke. Ich habe keine Ahnung. Sollte nicht zu lang sein. Okay, man muss die über den Inhaltsmanager laden. Aha. Wo finde ich den? Dann kann ich das ja vielleicht im Hintergrund schon mal machen. Inhaltsmanager. Marktplatz. Vollständiger Katalog. Im Besitz, ja. Okay. Besitzen heißt wohl kaufen. Alle kostenlose Inhalte, ja. Ich lade die einfach mal alle runter hier, oder? Kaufen kostenlos. Nee. Flugzeug. Oh, das sind ja schon gesalzene Preise hier. Was muss ich denn da, welches Paket muss ich denn da runterladen? Der Stream ist ein bisschen verzögert.
Ja, Süchti, Tom, ich werde wahrscheinlich auch nicht einen ganzen Flug machen. Also ich werde da jetzt ein paar Minuten fliegen quasi und dann sagt ihr mir, was ihr noch sehen wollt dazu. Ja, Autopilot, das wäre gut. Dann sag mir mal gleich, Terence Hill, wo ich das finde. Okay, ja, ich stecke jetzt hier ein bisschen fest. Das ist jetzt doof. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich da genau runterladen muss, weil dann starte ich jetzt einen Flug. So, das ist hier noch gespeichert. Dann drücke ich jetzt auf Go. Also, ich finde es wirklich das Kabel nervig. Also, das ist so. Das kann mich nicht mehr überzeugen, wirklich nicht. Gilt für alle VR-Bullen mit Kabel. Ach, Updates für die Flugzeuge, okay. Hallo Toni. Im Render Scale habe ich 100%. Also, ich habe nichts verändert daran. Okay, Jan, dann gucke ich gleich mal. Okay, dann mache ich sofort Hamburg an. Wir gucken jetzt erstmal, wie das hier so aussieht und wie das läuft vor allem. Jo. Also, es ruckelt schon mal nicht, ja? Ich beschreibe jetzt erstmal, ohne die Werte zu sehen, wie ich es hier sehe. Ach, das geht ja schon los. Kann ich nicht. Parkbremse oder so? War das nicht so? Ja, jetzt ist die an. Okay. Also es ruckelt nicht. Ich kann mich ganz normal drehen. Alles ist relativ flüssig. Ich glaube aber wirklich ein paar Artefakte zu sehen vom Motion Smoothing. Und das ist vor allem durch den Propeller geschuldet. Weil er wohl da nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen? Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, ne? Wie funktioniert das? Interpolation kann nur mit Bildfehlern funktionieren. Und da weiß er einfach nicht, womit er das Bild füllen soll, weil das nicht logisch ist oder wie auch immer. Aber wenn ich hier einfach nach links gucke, alles in Ordnung, hier, das ruckelt nicht. Es fühlt sich jetzt gerade jetzt noch nicht wie 90 FPS an. Aber das ist durch Kopfschwenken auch nicht immer sichtbar, ne? Vielleicht können wir das gleich nochmal ein bisschen genauer beobachten. Aber was ist mit der Auflösung? Also, die ist ja jetzt gerade auf, wie viel gestellt? Ich glaube, ich mache mal den direkten Vergleich. Auf 60%, glaube ich, ne? Genau. So. Und da kann ich ja jetzt ohne Probleme im Menü direkt das einstellen und sehe hier das Cockpit und könnte jetzt so einen 1:1 Vergleich direkt machen. Also die Zahlen, also ich sehe erstmal alles super. Und das gilt aber bei allen Spielen mit der G2. Ich sehe immer alles mit der G2. Das ist einfach ein tolles Headset. Ich kann alle Schriften erkennen, auch unten. Fuel Indicator auf 5 da unten unter diesem Throttle-Knüppel. Mixture, dieser rote Knüppel. Also auch die kleinen Sachen unten kann ich lesen. Ich kann auch die Zahlen in den Instrumenttafeln sehen. Da ist nichts, wo ich mich anstrengen muss oder so. Natürlich wissen wir, dass es keine Edge-to-Edge Clarity in der G2 gibt und ich somit, wenn ich gerade ausgucke, ich kann die beiden oberen Instrumententafeln sehen, also diese runden Tachos hier, nenne ich sie jetzt mal, kann ich beispielsweise sehen, wenn ich gerade ausgucke. Aber darunter ist es eben so unscharf dann, weil es direkt am Rand der Brille, der Linse ist, dass ich jetzt da hingucken müsste, ne? Das ist eben leider so. Da gibt es aber auch keine andere Brille, die das besser macht. Die roten Schriften hier auf diesen, also tut mir leid, wenn ich das nicht richtig bezeichnen kann, aber die roten Schriften, die flimmern ein bisschen. Und das liegt daran, dass hier jetzt quasi, ja,
durch die etwas geringere Auflösung natürlich mehr Kantenflimmern zu sehen ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das erhöhe hier, die Auflösung auf 100%, wie sich das dann verändert. Was kann ich da einstellen, Terence Hill? Das ist immer jetzt doof, das sind so, weiß ich nicht, 30, 40 Sekunden Verzögerung. Jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich vielleicht vorhin geredet habe, was ich gefragt hatte, tut mir leid. Liegt an meinem Internet, ja, da kann ich leider keinen Ultra-Low-Latency-Stream machen, mit nur 3, 4 Sekunden Verzögerung. Falls da mal ein Paket verloren geht, muss ich da also entsprechend puffern. Okay. Ja, jetzt stelle ich mal auf 100. Das Tolle ist, dass man eben hier alles on the fly einstellen kann und das Spiel nicht neu starten muss. Oh ja. Deutliche Verbesserung im Bild. Das Kantenflimmern ist weg, der roten Schrift. Aber ich merke, das Bild, also ich habe auf jeden Fall viel weniger FPS als gerade. Ich weiß nicht, ob eben gerade genügend FPS da waren für Motion Smoothing. Ich würde aber sagen, ja. Weil jetzt erkenne ich auch weniger Bildfehler, also diese typische Motion Smoothing Glitches. Dafür ist aber das heißt, Motion Smoothing ist wohl aus jetzt gerade. Dafür ist aber die Framerate eben geringer, ja. Also es ist wirklich nicht flüssig. Es ist aber, glaube ich, also das sehen wir gleich, wenn wir in der Luft sind, nicht störend, meiner Meinung nach. Klar, es ist nicht so richtig flüssig, wenn man sich umguckt, aber ich glaube, es wäre auch so spielbar. Mal sehen. Aber es sieht deutlich besser aus. Also, ich konnte zwar auch alles lesen, aber ja, die Kanten sind jetzt einfach schärfer und die Schriften nochmal schöner. Also, es macht schon was aus. Vielleicht kann man irgendwas dazwischen finden. Ich mach mal auf 90. Ja, jetzt ist Kantenflimmern sofort da tatsächlich. Nicht mehr so stark wie auf 60, aber es ist da. Ja, okay. Ich mache jetzt aber mal auf 60. Ihr seht ja die Frames, ich sehe da noch nichts. Und wir starten jetzt einfach mal. Ach, den Autopiloten. Ja, alles klar, danke. Ruckelt wie Sau, sagst du? Okay. Dann im WMR-Mirror ruckelt das wahrscheinlich noch mehr, ja. Das Flat-Bild kann ich nicht capturen übrigens, weil da sieht man nur 2 Augen. Wie bei den alten Spielen, wenn man das gecaptured hat. Es gibt keine separate Flat-Ansicht sozusagen, zumindest in der WMR-Version nicht. Okay. Ja, wie vermutet ist obwohl die GPU ist auch nur auf 80%. GPU sieht man, ich habe hier so ein bisschen meinen Rechner dargestellt quasi in diesem Layout. Und die GPU ist die GPU-Auslastung ist die Zahl über den 1920 MHz im unteren Bereich des Kästchens. Ja, jetzt habe ich es ja wieder auf 60 gemacht und es ist viel besser, ne? Und ich sehe jetzt auch, ich habe wohl 90 Frames. Das heißt, so sollte es spielbar sein. Aber wir sind ja auch nur im Menü jetzt. Was sagt er denn jetzt zu den Frames? Ein paar Einbrüche, aber soweit stabil. Okay. Dann geht's jetzt mal los. Also, ja, die Glitches sind schon nervig, finde ich. Am Propeller. Die habe ich jetzt woanders eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwo den Propeller ausschalten kann. Auch wenn das nicht Sinn der Sache eines Flight Sims ist, aber am Horizont ist das schon doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nichts, woran ich mich gewöhnen könnte. Und leider auch nichts, was ihr wahrscheinlich gerade seht, ne? Ja doch, ihr seht das. Ihr seht das auch. Ihr seht auch die Bildfehler. Das ist ja cool. Das ist wirklich ein 1:1 Mirror. Das hat nicht jede VR-Brille, das ist gut. Also diese Bildfehler am Horizont, die sind total nervig, meiner Meinung nach. Und die würden mich, und nicht die würden, die stören mich. Ne?
Ja, hier sind wir in München. Aber das sieht ja irre aus. Also, man hat schon so ein bisschen so ein Höhengefühl. Und ich kann direkt sagen, das ist wieder nichts für Leute, die ähm, keine VR-Lags haben. Da muss man sich dran gewöhnen. Also ich erscheine im Moment echt Probleme zu haben bei so Spielen, wo man sich um die eine Achse nochmal so drehen kann. Das fühlt sich schon unwohl ein bisschen an. Okay, ich soll auf A gedrückt halten. Was sagen denn die Frames? Okay, also ich denke mal, wenn da 90 stehen, dann ist die Motion Reprojection an. Das wäre jetzt ja auch ein Vorteil. Ich könnte das ja super in SteamVR jetzt mit den Overlays sehen. Hier habe ich nur so ein hässliches Overlay, wo ich nur auf dem linken Auge was sehe, auf dem rechten nicht, und dann schiele ich die ganze Zeit. Also total nervig. Ja, aber es fühlt sich flüssig an. Es ist sehr, sehr flüssig, wenn ich mich hier bewege. Das sind 90 FPS. Was piept denn hier? M. Ja. Ganz ehrlich, immer wenn ich losfliege, piept es und ich weiß nicht warum. Alle Instrumente sind hier zu sehen. Ist schon cool. Wenn man davon Ahnung hat, kann ich mir vorstellen, dass es richtig cool ist. Ich bin ja eher so der Racing-Sim-Typ. Auch kein Experte, aber doch hin und wieder spiele ich das. Aber was Flugzeuge angeht, da bin ich sowas von raus. Ich habe einen alten Bekannten, der ist von der Kindheit, hat der immer Flugsimulatoren gespielt und ist am Ende jetzt auch tatsächlich Pilot geworden. Der würde sich bestimmt freuen, wenn er es nicht schon selber gerade benutzt. Ja, ich kann ja mal... Boah, das ist auf jeden Fall gut für den Magen hier. Einfach mal tiefer fliegen, auch wenn man das vielleicht nicht machen sollte. Weiß ich nicht. Ich habe hier natürlich alle Hilfen noch an, das heißt, da kommen ständig Meldungen, was ich tun soll. Ja, und das sieht irre aus, wie die das einfach gemacht haben, über die Maps hier alles darzustellen. Und jetzt müsste ich mal irgendwo herfliegen, wo ich das wirklich erkenne, ne? Hier die Häuser. Klar ist das verwaschen, wenn man ein bisschen näher ranfliegt, ne? Das ist wie wenn man wirklich auf Bing Maps oder Google Maps irgendwo ranzoomt, ne? Aber es ist irre, gerade wenn man ein bisschen höher ist, sieht man das nicht. Dass das ein bisschen schlechter aussieht beim Nahen. Wahnsinn. Ich fliege hier im Flugzeug. Und das ist schon imposant. Also, dass Microsoft das VR-Update jetzt echt rausgebracht hat. Ja, Wahnsinn, echt. Also, das sieht schon toll aus. Ich habe eine 2080 Ti. Bei 94%. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt ich habe ja Motion Smoothing dauerhaft an jetzt. Das bedeutet, dass egal ob er mehr FPS erreichen würde, er packt sie jetzt gerade eben auf 45 oder 30, was ich jetzt leider gerade nicht weiß. Wir können ja gleich nochmal versuchen, dieses Overlay anzumachen. Und deswegen ist die Grafikkarte bestimmt nicht voll ausgelastet. Aber wenn ich jetzt mal auf 100% wieder stelle, dann wird das bestimmt anders sein. Ah, okay. JS, das Gepieper heißt nur, dass du gerade über dem Radio breaken bist. Okay, gut zu wissen. Da lerne ich ja dazu. Danke, dass ihr Experten hier da seid und mir helft. Okay, dann stelle ich jetzt mal auf 100% und ich denke, dann wird es nicht mehr so flüssig sein. Und auch die Grafikkarte sollte ausgelastet sein. Ja, es ist... Also ganz klar ist das Motion Smoothing jetzt hier aus. Das bedeutet, dass wir unter... Jetzt blinkt ja eine andere Lampe. Aber es sieht viel besser aus. Wir müssten jetzt unter 30 Frames sein hier. Und ich habe schon wirklich keine hohen Einstellungen an, ja, aber eben 100%. Ich finde aber, es ist trotzdem spielbar. Ja, so ein bisschen das Schwenken, das ist dann nicht so schön, weil es halt nicht so flüssig wirkt. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, gerade fliege
und nur nach links, rechts gucke, das sieht viel besser aus ohne diese Artefakte im Bild. Das müsstet ihr jetzt auch sehen, dass es am Propeller keine Bildfehler mehr gibt. Und jetzt müsste ich bestimmt unter 30 Frames haben, oder? Ne, 78 sagt er. Ne, das fühlt sich aber nicht so an. Definitiv nicht. Aber ja, die GPU ist jetzt auf jeden Fall ausgelastet. Bis auf ein paar Prozent. Ja, was ist denn das jetzt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Also, Motion Smoothing kann nicht an sein und ich kann auch nicht 90 FPS haben. Das würde ich merken, das ist nicht so. Andererseits ist das auch, glaube ich, Blödsinn, was ich gerade sage, weil ich habe ja Motion Smoothing auf jeden Fall angestellt, aber wenn er die 45 oder 30 nicht erreicht, dann dürfte es ja trotzdem nicht gehen, auch wenn ich sage, er soll auf jeden Fall an sein. Nee. Komisch. Ja, das hätten wir jetzt in SteamVR natürlich in der Version viel besser gucken können. Da muss Microsoft noch nachbessern oder einfach den Game Pass auf SteamVR bringen. Ja, aber Wahnsinn, wie das hier aussieht. Irre. Ich habe keinen Vergleich jetzt zu anderen Flight Sims, wie ihr wisst. Aber es sieht Hammer aus, das Cockpit, alles hier, es sieht alles scharf und nicht falsch verstehen. Ich meine damit nicht, ist es Edge-to-Edge scharf. Es ist aber da, wo ich scharf sehe, alles scharf und sieht einfach toll aus. Wahnsinn, dass es diesen Flugsimulator gibt. Ja, cool. Dann würde ich jetzt einfach mal gucken, und damit wir noch ein bisschen mehr auf die Performance eingehen können, dass ich da so ein paar Overlays einschalte, die es da noch gibt. Auch wenn die im ersten Test nicht sehr hilfreich waren, wie ich fand. Aber ich könnte ja jetzt mal Motion Smoothing ganz ausmachen, damit wir wirklich die reinen FPS sehen, die wir da bekommen. So. Ja, wirklich beenden. So. Dann gucke ich mal. Hier im Tool. Ich sage hier, es soll immer aus sein. Na, ich muss wahrscheinlich Mixed Reality neu starten hier, ne? So, jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Denn wenn die Brille aus ist, hört ihr mich auch nicht. Ich habe hier nur das Brillenmikro an. So, und jetzt habe ich Motion Smoothing eben ausgeschaltet. Und jetzt können wir das Spiel direkt wieder starten. Gut. Jo. Und dann drücke ich auf Start. Ah, okay, das heißt, wenn ich gleich ein anderes Flugzeug mal teste, müsst ihr mir mal sagen, was da so ein guter Kontrast ist. Dann wird die Performance dann nochmal in die Knie gehen, ja? Aha. Macht Sinn. Wird ja alles in Echtzeit dargestellt in den Instrumenten, Tafeln da. So, das Spiel startet gerade.
Suche nach Updates. Okay, ja, das macht Sinn, dass man auch die Wiederholrate der Instrumente senken kann. Das braucht ja nicht flüssig laufen, sage ich jetzt mal. Oder also nicht so flüssig wie die Welt. Ne? Ja, Wahnsinn, was dann alles auf einmal so für die Entwickler an Herausforderungen da auftaucht. Okay, jetzt mache ich mal wieder den VR-Modus an. Kleine Flughäfen. Ja gut, aber wir wollen natürlich auch das Spiel ans Limit bringen. Oh, jetzt seht ihr auch das Overlay. Nur ihr könnt nicht viel erkennen. Ne? Ihr könnt wahrscheinlich genauso viel erkennen wie ich, nämlich nicht viel. Ja, jetzt mache ich Hamburg, Startbahn 23. Und jetzt haben wir kein Motion Smoothing an. Jetzt könnt ihr die FPS beobachten. Ich habe schon jetzt keine 90 gerade. Warum auch immer. Dann mache ich das mal. Soll ich mal diese Cessna, was war das? 107 irgendwas laden? Ihr sagtet bei Updates, ne? Updates, wo sind Updates? Weiß nicht, ob ich mich so doof anstelle hier oder ob man einfach voll Ahnung haben muss von dem Spiel, bevor man das hier versteht. Ich scroll mal eben hoch, was ihr mir da... ist stark drauf, 172, okay. Profil Inhaltsmanager. Also nicht Marktplatz, ja. Profil. Da, Profil. Inhaltsmanager. Update. Ah ja, alles klar. Dann war ich falsch. Immer. In VR ist es immer schwierig, dem Chat richtig zu folgen. Deswegen habe ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, wieder hoch zu scrollen. Hättet ihr mir das ja gerade schon gesagt. So, hier sagt er alles auf dem neuesten Stand. Nicht installiert. Ah, ich habe ganz viel nicht installiert. Ah, jetzt kann ich doch mal suchen nach 172, oder? Müsste das nicht gehen? Jawohl. Jo, dann habe ich es endlich kapiert. So können wir uns ergänzen. Der eine hat Ahnung von dem, der andere von dem. Geht auch relativ schnell, wenn es auch schneller gehen könnte, aber sind ja nur 500 Megabyte. Jo, danke für die Info. Das ist gut, dass ihr mir da helft. So kann ich euch auch das zeigen, was ihr hier sehen wollt. An sich ist es ja gut, dass nicht der ganze PC vollgemüllt wird mit allen möglichen Daten. Das Spiel ist ja sowieso schon groß genug. Aber vielleicht so alles an einem zentralen Ort. Ja gut, das andere ist ein Marktplatz. Ne? Da soll man eher Inhalte kaufen. Und das sind hier Gratis-Inhalte. Alles gut. Wird schon alles richtig sein. Dann müsste ich das Spiel ja jetzt hier, beziehungsweise den Flieger hier auswählen können. Ja, da. Oh ja, der sieht ein bisschen anders aus. Mehr Unterschiede kann ich jetzt noch nicht erkennen. Und jetzt nehme ich Hamburg.
Tja, welche Hamburg ist das? Ich schreib's mal aus. Hamburg. Ich denke mal Hamburg, Hamburg. EDDH, ne? Was war das noch gleich? Echt, ist da ein Garmin drin? Ich guck mal eben. Startbahn 23 wollte ich machen. Okay, komisch, dass es nur bei mir so ist, dass ich nicht alle habe. Startbahn 23 habe ich. Also alles richtig. Und flieg jetzt einfach hier wieder irgendwo hin. Ich soll einfach geradeaus fliegen. Wenn ich die Startbahn ausgewählt habe, spielt das ja keine Rolle, wo ich hinfliege. Und dann machen wir mal wieder hier am Tage. Können auch gerne gleich einmal in die Nacht. Und auch mal vielleicht Wetter gleich ausprobieren. Wenn du dich traust. Warum, was ist denn da, JS? Ja, ihr habt bestimmt richtige Hardware, ne? Zum Fliegen. Ah, das Flugzeug ist das häufigste produzierte der Welt. Ja, das sieht einfach cool aus. Also 100% macht echt schon Unterschied aus, wirklich. Ich meine, jetzt bin ich jetzt auch ein bisschen näher hier am... Man kann hier mit den Pfeiltasten in der Tastatur sich so ein bisschen... Jetzt gerade noch nicht. Da jetzt kann man so ein bisschen sich positionieren hier im Flugzeug. Und wenn ich hier mal so runtergehe... Krass! Ich kann alles sehen. Auch diese Map, das sieht so echt aus. Das sieht echt aus wie so ein Monitor, der vor mir wäre. Ja, aber na klar, ich merke jetzt auf jeden Fall, dass ich hier weit von 90 FPS entfernt bin. Eigentlich wie eben. Und in dem Overlay sehe ich irgendwas 27, 28. Kommt das hin? Seht ihr das auch? Ja, ungefähr, ne? Ja, ist natürlich sehr wenig. Und so kann man auch keinerlei Motion Smoothing natürlich aktivieren. Ja, also performancemäßig ist das Spiel dann echt nicht cool, wirklich nicht. So toll es dann vielleicht auch ist. Ah, okay, UCI, weiß ich Bescheid. Was das wegen des Updates ist. Naja, dann fliege ich jetzt mal los. Und tief, sagtet ihr, wa? So. Dahin muss ich hin. Wie weit muss ich denn jetzt? Kann ich nicht einfach so hoch? Ach so, da steht nur Hamburg. Wahnsinn. Das noch in 90 FPS? Aber das sieht schon echt toll aus. Ach, ich soll gerade ausfliegen, ne? Entschuldigt. War ich denn jetzt schon auf der richtigen Startbahn oder war das hier irgendwas anderes? Wenn da Hamburg steht, müsste ich doch eigentlich auch über Hamburg fliegen, da, richtig?
Also die Grafik ist der Hammer, wirklich. Und es ist gar nicht, also es ist echt spielbar, trotz der niedrigen FPS. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Flüssige bevorzugen würde oder eher die hohe Auflösung, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann man ja noch was anderes verringern. Also wirklich. Das sieht echt toll aus. Und wenn man schon die G2 hat, ich bin nie ein Freund davon, die Auflösung zu verringern. Wirklich nicht. Ich flieg lieber ohne Details hier, wenn das denn was bringt, das weiß ich ja noch nicht. Und hab dafür aber ein knackscharfes Bild. Ja, und das ist schon wirklich detailliert. Das sieht wirklich besser aus als vorhin. Das stimmt. Viele Bäume. Wahnsinn. Einfach irre. Richtung Fernsehturm halt. Da habe ich doch links gesehen, oder? Da ist doch so ein Turm, oder? Sehe ich das falsch? Geografisch in Hamburg kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber hier sehe ich keinen Fernsehturm. Oder ist das nur der Pfeil, der dahin zeigt? Aber da ist auch ein bisschen Wasser, das sollte ja dann wirklich die Innenstadt sein. Wahnsinn. Und wenn man das hier alles einstellt, das ist ja wirklich irre. Krass. Boah. Ja doch, das sieht wie ein Fernsehturm aus, oder? Ja. Also... Ich wünschte, ich könnte euch mehr über über so Flight Sim spezifische Sachen was sagen. Aber helft mir, dann kann ich euch vielleicht auch was dazu sagen. Wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt. Jo. Irre. Jetzt war das Bild einmal kurz schwarz gerade, jetzt ist aber wieder da. Jetzt habe ich hier so um die 20 FPS, ist das richtig? Ne, da steht immer noch 24. Schon witzig. Wann kann man dieses Spiel mit hohen Einstellungen spielen? In 10 Jahren? Und dann sind die Brillen wieder mit 10-facher Auflösung und dann kann ich es immer noch nicht mit höchster spielen. Also, PCs sind echt undankbar, was Leistung angeht und Geldbeutel in Verbindung. Wahnsinn, ja. Wie das hier alles aussieht. Man fliegt hier einfach drüber in VR. Ja, sehr beruhigend. Ne, man hört den Propeller. Alles ist okay. Schönes Wetter. Moin Akku. Landeklappen eingefahren. Stimmt nicht. Jetzt vielleicht? Sieht man das hier irgendwo? Ich versuche mal so nah wie möglich hier runter zu fliegen. Wahnsinn, echt. Das bietet mit Sicherheit kein anderer Flight Sim, oder? Wie denn auch? Alles live im Internet abgerufene Daten, die nur so Konzerne wie Microsoft haben können. Irre. Ich fliege auf jeden Fall irgendwann mal an meinem Haus vorbei. Jetzt piept wieder irgendwas. Hier 4 dicke Hochhäuser. Können wir dazwischen herfliegen? Also als Laie kann man eigentlich recht gut fliegen, ne? Also da
Das Fliegen in GTA fällt mir schwerer, wenn ich es mal so sagen darf. Kein Vergleich, ich weiß, aber das ist so die einzige Flugerfahrung in Spielen, die ich bisher hatte. Und da bin ich öfter mal gecrashed. Aber hier ist das doch mit irgendwelchen Hilfen, die hier wahrscheinlich jetzt gerade an sind, doch recht angenehm. Und hast du das dann auch schon in VR gespielt? Das ist nicht so wie auf dem Inflate 20 FPS. Ich weiß nicht, es ist anders. Aber natürlich wären 90 schöner. New York City, oh ja. Ah, okay. Also, es ist angenehm, so doof es klingt. Ich spiele jetzt auf 100%, das heißt, das Spiel sieht mega aus. Ich kann es wahrscheinlich durch die Detaileinstellungen noch besser aussehen lassen, aber was soll ich denn da jetzt noch besser machen, wenn ich jetzt nur 20 FPS habe? Auf 100%. Und ich kann es ja jetzt mal wieder auf 60 stellen und mal gucken, was ich dann erreiche, ja. Wie gesagt, Motion Smoothing ist aus, aber dafür keine Glitches. Ist für mich nicht spielbar, ehrlich nicht. Finde ich nicht toll. Dann habe ich lieber ein bisschen ruckeligeres Bild. Wenn nicht dann unbedingt Microsoft Flight Simulator, dann spielen wir in VR, als diese Glitches am Horizont, wie ihr vorhin gesehen habt. Also ehrlich nicht. Frage ich mich, wie jemand sagen kann, dass es die vielleicht nicht gibt. Also ich sage jetzt nicht, dass es jemand behauptet, aber okay, ist viel flüssiger jetzt, ja. Und natürlich viel schöner, wenn es flüssig ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin, glaube ich, der größte Freund, was maximale Framerate angeht. Das ist bei mir auch höher als Auflösung. Und ja, ich würde jetzt lieber mit 60 Prozent Render Resolution spielen als mit 100 bei der Auflösung, muss ich sagen. Ich habe vorhin ja gesagt, ja, vielleicht auch andersrum, aber das lag daran, dass Motion Smoothing noch an war. Jetzt ist Motion Smoothing aus. Ich habe 60% Render Resolution, bin hier aber eben auch ganz tief am Boden. Das heißt, das kostet natürlich auch Performance durch die Darstellung der ganzen Sachen hier. Und habe alles so auf, ja, ein paar Sachen auf niedrig, das meiste auf mittel, ein paar auf hoch eingestellt. Mit der G2 hier. Und das ist dann jetzt schon in Ordnung. Also das habe ich jetzt, den Unterschied merke ich jetzt ultra. Und jetzt fühlt es sich flüssig an. Wenn ich jetzt natürlich, ich habe natürlich jetzt keine 90, aber wenn ich jetzt 90 hätte, würde ich wahrscheinlich wieder merken, dass es viel flüssiger ist. Aber alleine jetzt der Unterschied ist schon sehr angenehm jetzt für mich. Was habe ich denn? 36, 42. Ja, das ist tatsächlich deutlich bemerkbar. Kann ich sagen, das fühlt sich doppelt so gut an wie gerade. Als gerade. Also wirklich toll. So kann man das super spielen. So doof es klingt. 90 wären besser. Aber so überzeugt ich auch vom Motion Smoothing bin, wenn die Glitches da sind, dann deaktiviere ich das. Dann kann ich entweder das Spiel nur auf niedrigen Einstellungen spielen oder vielleicht sogar gar nicht, wenn ich es nicht mit niedrigen FPS spielen will. Aber weil das ja hier alles so langsam abgeht, ne, das ist kein Fast-Pace-Spiel hier. Hier habe ich nicht viele schnelle Bewegungen. Ist das auch auf 40 FPS gut spielbar? Wirklich, meine Meinung. Aber da habt ihr natürlich eure eigene Meinung und auch Wahrnehmung, wie ihr sowas empfindet, ne? Und ich bin mir sicher, dass man mit einer besseren Grafikkarte als der 2080 Ti, die es ja mittlerweile dann nun auch gibt, 3080, 3090, noch mehr Frames rausholen kann. Könnt ihr mal in die Kommentare oder in den Chat schreiben, was ihr da so erreicht. Aber ich würde vom Motion Smoothing bei diesem Spiel abraten. Wirklich. Dann würde mich gleich mal interessieren, ob ich vielleicht gleich mal die 45 FPS Motion Smoothing anmachen kann, also die halben Bilder, statt der ein Drittel nur. Ob ich vielleicht dann weniger störende Glitches habe. Wird ja Sinn ergeben. Vielleicht liegt es ja auch daran, ne? Das haben wir ja gerade haben wir ja
wie es aussieht. Ich kann es nicht sicher sagen, weil ich hier keine Indikatoren habe, die richtig aussagekräftig sind. Nur die 30 Frames gehabt, nicht die 45. Ja, aber irre sieht das hier aus, wenn man hier drüber fliegt, alles beobachtet. Ich stelle mir das eben noch krasser vor. Red is the Blue Hotel, Wahnsinn. Wenn man hier die Sachen auch kennt, wo man herfliegt. Toll. Wirklich toll. Akku auf 100% hatte ich vorhin die Render Resolution, jetzt habe ich sie auf 60%. Ja, die FPS-Anzeige, NS, da hast du wahrscheinlich auch die Microsoft Store-Version. Da, ich weiß nicht, ob du jetzt zurückspulen kannst im Livestream oder später, wenn der Livestream beendet ist. Da zeige ich am Anfang, wie du dir die FPS anzeigen lassen kannst. Akku, ja genau. 60 unten, 80 in der Luft, ne? Genau, würde ich auch sagen. Nee, ich streame gerade nicht. Ich habe einen Streaming-PC gerade, der über eine Capture Card hier das Mirroring eben einfach nur aufzeichnet. Und der streamt gerade, weil ja, das würde nämlich viel Leistung kosten. Das habe ich in meinen letzten Livestreams, ich sag mal, gelernt. Deswegen habe ich mich jetzt bemüht, das anders zu machen. Und das WMR Mirroring, das sage ich euch auch, das wisst ihr hoffentlich, sieht immer ein bisschen ruckeliger aus. Das sieht nicht so aus, wie ich das sehe. Ne? Also lasst euch davon nicht täuschen. Ich sehe das jetzt gerade, wenn ich das bewege, das sieht ja total schlimm aus. So sieht das nicht in der Brille aus. Also habt da keine Sorge. Wirklich nicht. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, wie es eigentlich aussieht. Weil ich jetzt eben nur einen Monitor capturen kann. Ne, die Reprojection ist wenn du zum Beispiel die G2 hast, also eine WMR-Brille, kannst du sie sowieso nur einmal anmachen. Das ist alles die gleiche. Da kannst du nichts falsch machen, Jan. Genau, süchtig Tom, das stimmt. Das klingt zwar alles so niedrig mit den FPS, aber ich kann bestätigen und ich habe jetzt quasi das erste Mal hier in Flight Sim gespielt, mehr oder weniger, und das vor allem mit VR. Das ist wirklich das erste Mal, dass 30 FPS hier nicht 30 FPS wie in Half-Life Alyx oder in anderen Spielen sind. Wirklich nicht. Okay, klar, wenn ich dann einen Airbus habe, habe ich keinen Propeller. Dann geht es vielleicht besser mit dem Motion Smoothing UCI, da hast du recht. So, und das sind 3080 auf 100% und hoch, da kann man nicht mal den Kopf drehen. Okay, ja. Alles auf hoch habe ich ja nicht, aber auf 100% kann ich so, wie ich es eingestellt habe, das ganz gut eben spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber mit 60 ging es jetzt noch besser, wenn man am Boden ist. Ich kann ja jetzt mal hochfliegen und mal gucken, wie sich die Leistung dann verändert. Ich habe jetzt so im Durchschnitt 40, würde ich sagen. Schon Witz, ne? Wenn man das so hört, aber so ist das. So, ich fliege jetzt mal hoch, wenn ich das hier kann. 60% Render Resolution. Das Flimmern hält sich in Grenzen. Oh, irgendwas mache ich falsch, ne? Warum habe ich nur 74 Knoten? Also ich drücke A und ein bisschen hoch, ne? Ist doch richtig. Also das Kantenflimmern hält sich in Grenzen. Das ist vorhin bei dieser Schrift eben störend gewesen. Hier ist es jetzt eigentlich nicht der Fall bei den Instrumenten. Ein bisschen hier oben, hier wo diese 4919 stehen, hier vor mir, da tue ich jetzt mal so, als ob das mein Zeiger ist, und da flimmern die Kanten ein bisschen. Ja, wie soll man jetzt in VR zeigen, was man meint, ne?
Aber ich kann auch die Maus benutzen, oder? Ja. Hier. Hier flimmert es ein bisschen auf 60%, finde ich. Seht ihr die Maus? Ja, seht ihr. Okay. Und ist die Performance schon besser? Naja, nicht wirklich. Wahrscheinlich noch zu tief. Das ist ja, glaube ich, keine richtige Flughöhe hier, ne? Zumindest wenn ich mal geflogen bin. Bin erst, ich sag mal, in 2 Urlaube geflogen in meinem Leben. Mein erster Flug nach Mexiko war natürlich ein bisschen Overkill als erster Flug, direkt 12 Stunden. Und mein zweiter Flug war Thailand, das waren dann 15 Stunden. Und da konnte ich auf jeden Fall keinerlei Häuser sehen, wenn wir die Flughöhe erreicht haben. So viel Ahnung habe ich. Ja, irgendjemand redet die ganze Zeit mit mir. Etwas runterdrücken. Also nicht zu sehr nach oben, ja. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die leistungsfähigste Maschine, die ich habe, gehe ich von aus. Kann man überhaupt richtig hochfliegen mit so einer Maschine? Oder ist das bei Propellermaschinen eh nicht so der Fall? Aber jetzt auf jeden Fall ist die Performance immer noch genauso gut oder schlecht. Hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch man fliegen muss. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen. Genau, Mario. Grafikkarte 2080 Ti, also ein sehr schwaches Modell und sehr alt schon. Und daher hier die schlechte Performance. Ja, wird auch, wenn man noch warten kann und mit einer 1080 Ti hast du jetzt auch nicht das schlechteste Modell, würde ich auch noch warten und dir keine 3080 kaufen. Aber von kaufen können wir eh nicht reden, ne? Kriegt ja keine. Ob ihr kaufen wollt oder nicht. Genau, Mario, ist wirklich, ne? Man kann 30, 40 FPS geht wirklich tatsächlich. Aber gerade 90, als es flüssig war mit Motion Smoothing, mal abgesehen von den Glitches, ist nochmal besser. Ist einfach so. Also es geht immer nach oben. Bin gespannt, wenn ich die Index mal endlich bekomme, wie 144 Hertz aussehen in manchen Spielen. Natürlich nicht hier, aber bin ich mal gespannt. 14.000 Fuß, okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass ich jetzt mal wieder Motion Smoothing aktiviere, aber mit 45 FPS. Das versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Aber ja, wenn ich das Spiel in Steam VR hätte, da hätte ich mehr Spaß rumzuprobieren, weil das ist einfach schöner alles, was das Dashboard und die Einstellungsmöglichkeiten angeht. Kauft es euch, wenn ihr es kaufen wollt und nicht über den Game Pass so wie ich. Auf jeden Fall bei Steam. Kann ich nicht anders sagen. So, jetzt hört ihr mich wieder kurz nicht, aber das nutzen wir auch mal kurz. Ich gehe nämlich kurz auf Toilette, mache mal kurz Pause. Und währenddessen stelle ich auch eben die Motion Smoothing wieder an. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten. Bis gleich.
So, hallo. Kurze Pause, bin wieder da. Gerade gesehen hatte das falsche Bild da, ne? Egal. Ihr wusstet ja, dass eine Pause ist. Und ja, jetzt habe ich das Ganze mal wieder eingeschaltet, das Motion Smoothing. Und doch, weil wir ja nicht auf 45 kommen mit dem Triple. Mit dem nicht Triple, sondern Drittel Frames nur, die gerendert werden. Und 2 von 3 Bilder werden eben interpoliert. Also eigentlich von meinem Verständnis müsste jetzt unten gleich 30 oder 45 FPS stehen. Nie 90, wenn ich am Spielen bin. Sonst ist die Anzeige Mist. Also das ist dann wirklich schade, dass man das dann nicht richtig sehen kann. Aber ja, so ist das leider. Mit der Microsoft-Version. Ja, das stimmt. Mit Handtracking die Schalter und Hebel bedienen. Tja, vielleicht kommt ja da mal was von Oculus. Das Handtracking ist ja ganz okay eigentlich. Nee, man kann leider die VR-Controller nicht benutzen, was schade ist, weil sie ja das Xbox-Layout haben. Und ich hoffe, das kommt noch. Ist aber jetzt nicht so schlimm, nur wenn man keinen Controller hat, ist das natürlich schade. Ne? Hat man hier, ich sag mal, teure VR-Controller liegen, die man dann nicht benutzen kann und spielt in VR. Aber ich bevorzuge, ich sag mal, vor allem jetzt als Laie natürlich den Xbox-Controller beim Microsoft Flight Sim, weil das einfach besser blind zu bedienen ist, wenn man nicht sieht, worauf man gerade tippen muss oder so. Ja, genau, Felix. Mit der Tastatur ist das dann doof, wenn man nicht sieht. Okay. Dann starten wir mal wieder. Und gucken nochmal, wie es läuft mit Motion Smoothing und wie es sich anfühlt. Brauche ja immer ein bisschen. Ich habe übrigens den Nvidia-Treiber 445.87 aus April installiert. Also weder den neuesten noch den Treiber, der im August für Microsoft Flight Simulator rausgekommen ist. Das ist so für mich der beste Treiber, um die beste Performance zu haben in VR, so traurig es klingt. Also Nvidia, beschäftigt euch auch mal wieder mit den Treibern, sonst überholt AMD euch wirklich irgendwann. Denn ihr hättet immer den Vorteil, gute Treiber zu haben. Und wenn ihr da VR jetzt so lange schon auf der Strecke, schon seit 2, 3 Monaten auf der Strecke lasst mit der Version des Treibers, dass da so schlechte Frame-Times zwischendurch entstehen, dann greift man vielleicht auch mal zur Konkurrenz. Weil mehrere Monate bedeutet, es interessiert euch nicht. Ne? Das ist wirklich schade. Ja, cool, dass ihr so viel Equipment habt. Auch von der Community, die sowieso hier immer dabei ist bei unseren Videos. Seid ihr ja richtig interessiert in Flight Sim. Das Problem mit dem Treiber ist, genau richtig, UCI. Da könnt ihr natürlich ab der 3000er Serie nicht so weit zurück. Und das ist ja das Schlimme, ne? Ihr habt nicht mal die Wahl. Okay, dann mal wieder den VR-Modus. Startet das wieder. Ich glaube aber, ich sehe gerade, die Anzeige flackert da oben. Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Und zwar, rot heißt wohl nicht genügend Frames für Motion Smoothing. Blau ist an und grün
Braucht man nicht, weil genügend Frames da sind. Dann ist das so ein bisschen ähnlich wie in SteamVR in dem WMR-Treiber. So, Leertaste zum Zentrieren. Weltkarte. Soll ich denn mal einen anderen Flieger jetzt nehmen? Sagt mal. Komm, wir holen uns mal einen anderen. So, ich kenne mich nicht aus. Sagt mal bitte, welchen ich da nehmen soll. Ihr könnt das ja mal schreiben, währenddessen starte ich doch schon mal das Spiel. Wir wollen ja einen 1:1 Vergleich machen, ne? Von gerade. Also Hamburg nach Dortmund, ist egal. 12 Uhr und mit der Cessna und go. A320. Okay, dann nehme ich den gleich. Stagroff, warte, sage ich dir. Ich kann es auch in den Chat schreiben. Das ist der Nvidia-Treiber 445.87. Ja. Jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden. Ihr seht 90. Das sind aber nicht die Frames der App, obwohl das ja da steht. Ich habe jetzt so ein bisschen das Overlay hier verstanden, was wie gesagt immer nur im linken Auge ist und nicht immer schielen muss. Dort sehe ich, wie viel die App bekommt, wie viel die App rendern kann oder ja, wie viel Frames die App eben liefert. Und dann steht da, was am Ende Post-CPU-GPU-Ergebnis ist. Hier steht jetzt nämlich, dass die App 30 Frames liefert und am Ende 90 bei rauskommen. Und dann steht da unten 3/3. Aha. Okay. Dann kann man das ja hier doch ganz gut ablesen. Jetzt begreife ich das langsam, ne? Da muss man in allen Videos, die ich bisher gemacht habe und noch machen werde und euch zeige, wie irgendwas funktioniert. Seid euch sicher, das wusste ich nicht schon immer, das habe ich mir irgendwann mal beigebracht oder das hat mir irgendwann erklärt. Und dann kann man das Wissen weitergeben. Wenn man Dinge neu sieht und die noch nicht gut kennt, dann muss man immer ein bisschen ausprobieren und dann, so wie jetzt, lernt man dazu. Also ihr seht jetzt 90 Frames, und das ist aber das, was am Ende rauskommt, dank Motion Smoothing. Eigentlich ist jetzt die App also das Spiel auf 30 Frames gekappt, das sehe ich hier. Seht ihr das nicht auch? Ihr seht das wahrscheinlich. Vielleicht kann ich das ja. Nee, dann seht ihr nicht mehr nichts mehr vom Fliegen. Vielleicht, wenn ihr ein bisschen näher rangeht, müsstet ihr das Overlay auch ein bisschen lesen können. Ich kann es ein bisschen lesen. New York City, ja, das ist auch eine gute Idee. Das mache ich gleich. Und dann bei Nacht. Das sieht doch bestimmt geil aus, oder? Bei Nacht. Und eigentlich ist es viel flüssiger jetzt. Also gerade wenn ich so schwenke. Aber es bricht immer wieder ein. Und damit... Nee, also...
Jetzt zum Beispiel. Immer wenn es rot wird, merke ich wirklich, dass es einbricht. Warum? Es sind doch immer noch... Ja, es sind halt nicht 30, sondern dann nur 29 FPS oder wie. Und dann habe ich die Glitches wieder im Horizont. Kann ich überhaupt nicht bevorzugen. Und jetzt möchte ich direkt, weil mir das überhaupt nicht gefällt, dann doch mal, wie ich vorhin angekündigt hatte, die 45 FPS Motion Smoothing ausprobieren. In der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser ist. Weil ja nicht so viele Frames interpoliert werden müssen. Also mag ich überhaupt nicht. Wirklich nicht. In dem Spiel Motion Smoothing. Ich bin jetzt nochmal kurz weg vom Mikro her, weil ich das Mixed Reality Portal schließen muss und dann ist das Mikro der G2 auch weg. Bis gleich. Ja, Leute, habe ich ja doch so gemacht, wie ich vorhatte. Das kann man jetzt so mit diesen Apps, die ich jetzt hier habe und mit diesen Tools nicht mehr variieren. Ob man 45 FPS, ob es da gekappt werden soll oder 30. Das hat natürlich mit Sicherheit was damit zu tun, dass die 45 gar nicht erreicht werden können. Das haben wir vorhin gesehen, wir waren ja so bei 40 nur, ne? Dann würde ich jetzt doch nochmal ins Spiel gehen mit Motion Reprojection. Habe ich das falsch gemacht und würde dann einfach die Render Resolution und was weiß ich noch alles runterstellen, um auf 45 zu kommen. Und da bin ich mal gespannt, ob er dann da auch bleibt. Ja, so müsste es jetzt richtig sein. Jo, okay. 15 FPS braucht der in Flat schon mehr, die A320. Ja, super. Oh Mann. KJFK 31L. Okay, Manhattan. Sehr gut. Das ist schon irre. Ja, Akku, rate mal, wo ich die Settings her habe, die ich eingestellt habe. Also, er hat eine 1080 Ti, ich habe eine 2080 Ti und ich frage mich, wie es bei ihm. Also, er sagt ja, bei ihm läuft's gut, soweit. Wahrscheinlich meint er es genauso, wie ich das gesagt habe und alle im Chat, dass wenig FPS reichen für ein Flight Sim, in VR zumindest. Weil die 1080 Ti ist ja doch ein bisschen langsamer als eine 2080 Ti. Und wie gesagt, ich streame auch gerade nicht vom Rechner, also keine Leistungseinbußen. Ja, und selbe Einstellung wie er, der wird da auch nicht viel mehr bekommen. Jo. Da war ich ja froh, dass er das direkt so einfach vorgestellt hat. Na klar, wie gesagt, er ist Microsoft Insider und mit Sicherheit wird er auch gepusht. Weil er das natürlich dediziert macht. Flight Sim ist ja auch gut. Ja, und daher durfte das ein bisschen früher veröffentlichen. Ach, zu sehr Enthusiast gibt's nicht.
So. VR-Modus. Zentrieren. So, ich muss jetzt trotzdem nochmal die gleiche Strecke auswählen. Ne? Wir wollen das ja ein bisschen vergleichen, mehr oder weniger. Und jetzt mache ich mal hier 30%. Sieht wahrscheinlich schrecklich aus. Aber so, jetzt sehen wir oben schon, zumindest hier Menü. Jetzt kann er hier gerade 55 FPS rendern. Er gibt das in Hertz aus. Und da nimmt er dann die Hälfte, weil er dann die 45 als Grenze nimmt. Aber die Grenze zieht er jetzt hier noch nicht im Menü, vielleicht erst im Spiel. Ja, Tom. Gerne. Viele YouTuber gibt es, die gut sind. Und wenn er mir hier quasi die Grafikeinstellung gegeben hat, dann darfst du ihn noch gerne abonnieren. Was war das? Hamburg? Irgendwo hin. Und go. Ja, x75 Chipsatz ist ja auch eher so ein Chipsatz, der nicht so verbreitet ist. Also AMD ist ja sowieso, eigentlich haben nur noch ein paar Leute, es hat ja keiner mehr AMD. Und da muss man rechnen, dass das dann nicht geht. Die haben immer noch kein Update rausgebracht, also wirklich. Das ist der Wahnsinn. Aber hier Acrobot aus der Community, der hier auch dabei ist, Akku, der hat auch ein AMD-Board und hat es dann mit einem PCI Express, mit einer PCI Express USB-Karte dann wirklich lösen können. Aber natürlich muss man die entweder schon haben oder Geld ausgeben. Und das Dreisteste fand ich ja von AP, dass sie dann sogar gesagt haben, hier, kauf doch das hier von uns. Hier oben. Wenn man nicht so gehypt ist auf die G2, dann wäre eigentlich die richtige Entscheidung zu sagen, die Brille könnt ihr behalten, was soll denn der Quatsch? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Brille ist einfach gut. Ich wüsste nicht, welche besser ist von der Bildqualität. Das war harte Ironie. Aber sowas von. Auch wenn ich selber Intel habe, war das trotzdem harte Ironie. Okay. Was sehen wir denn jetzt hier? Guck mal, ich kann das sogar, um einfach ein bisschen die Frames besser zu sehen, hier hinlegen. Ich hoffe, ihr hört mich soweit noch. Und dann kann ich in VR in Flat spielen. Ja, und trotzdem hat er nur 30, hat er das Spiel auf 30 FPS gelockt. Das ist doch scheiße, dass man das hier nicht richtig einstellen kann. Also warum ist Steam die einzige Plattform, wo man vernünftig Dinge machen kann? Was machen die denn für Zeugs? Warum kann ich das jetzt nicht selber auswählen? Wollen die mir jetzt echt erzählen, dass ich keine 45 FPS jetzt habe? Bei 30% Renderauflösung und bei 60 hatte ich 40 FPS. Jetzt bei 30 müsste ich doch mindestens 45 haben. Warum nimmt er denn jetzt, berechnet er nur ein Drittel an Bildern und nicht die Hälfte? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht am Ende in der Grafik, aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich es ja nicht sehen kann. Ich kann es ja nicht 1:1 vergleichen. Und ich höre nicht darauf, ob mir jemand sagt, ja, da ist kein Unterschied. Nö, das reicht mir nicht. Schau dir mal Gilberto ein Video von mir an. Da habe ich über die
Clarity im Sweet Spot ein eigenes Video gemacht, da Hamburg berichte Tower ich says the darüber. Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha continue for self-departure. Und mein Livestream, wo ich den Bull das erste Mal auf hatte, da sage ich auch was dazu. Genau, Amazon hilft immer bei Schnelllieferung. Nein, ich glaube nicht, dass MRTV gekauft wurde von HP. Ich glaube einfach, dass er durch die Vielzahl der Brillen, die er hat und auch den Content, den er macht, auf viele Details gar nicht so eingehen kann. Und deswegen ist so ein bisschen, glaube ich, auf der Strecke geblieben, dass es keine Edge-to-Edge-Gravity gibt. Und der Sweet Spot sollte viel besser sein. Der ist auch gut, aber der ist nicht besser als andere Brillen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich an einem Vorserienmodell lag, dass das noch viel anders war, aber unsere Erwartungen waren da auf jeden Fall höher. Da ist er nicht unbedingt dran schuld, das will ich gar nicht sagen, aber wir haben einfach so zu lange auf die Brille warten müssen, als dass wir überhaupt noch realistische Erwartungen haben konnten. Wir konnten nur enttäuscht werden, mehr oder weniger. Aber die Brille ist trotzdem gut. Alles in Ordnung. MTV hat also keinen Mist erzählt. Grundsätzlich. Alles ist eine gute Brille, wirklich. Genau, Fly Kai. Es ist immer so, dass es nur in der Mitte scharf ist. Nur bei den anderen sieht man das nicht, bei anderen Brillen, durch den Screen Door Effekt und die geringe Auflösung. Ne? Also, ist kein Mist, den er erzählt. Das hat einfach mit Vorerfahrung zu tun, die man hat oder nicht hat. Und mit Erwartungen. Ne? Und irgendwie, ich dachte auch, man hat eine Edge-to-Edge-Clarity mehr oder weniger. Kann ich gar nicht mehr sagen, ob er das behauptet hat. Mit Sicherheit hat er das nicht behauptet, aber wir haben uns das alle selber so gedacht einfach, ne? Weil die Brille ist so scharf und dann heißt das für uns, es muss überall scharf sein. Das war einfach doof, wie es insgesamt gelaufen ist mit HP. Ja, okay. Dann starte ich jetzt mal New York. Aber ohne Motion Smoothing. Das bringt hier alles nichts. Ich hoffe, in SteamVR ist es besser. Würde ich gerne mal testen, die Version. Da kann man mal ein bisschen transparenter alles einstellen und beobachten. Echt schade. Für mich hier. Ich würde mir das Spiel jetzt selber natürlich nicht kaufen. Ich habe den Game Pass. Und dadurch kann ich es jetzt günstig spielen. Aber ich bin nicht so der Flight Sim-Typ, wie ihr merkt. Und daher wird sich das jetzt für mich nicht lohnen, im Steam Store zu kaufen. Ne? Leider. Ja, haben wir vorhin schon probiert, FlyKai. Dann geht Motion Smoothing aus. Auf 100% zum Beispiel. Also dann kann er nicht mal mehr 30 Frames rendern. Dann ist er so bei 20. Und 30 braucht er mindestens. So, jetzt bin ich wieder kurz weg vom Mikro her. Ich muss das hier wieder schließen. So, ja, das liegt mit den 30 eben an dem Motion Smoothing, dass er das so capped. Und ich kann das hier nicht beeinflussen. Das ist Mist. Ja, von Windows Mixed Reality ist das, sage ich mal,
eher so für Leute, die nichts einstellen wollen, programmiert. Bei Steam kann man ja immer beides. Aber es gibt Auto und man kann alles manuell einstellen. Und hier fehlt mir das Manuelle leider. Aber ich sehe in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen kamen viele WMR-Updates, wobei die meisten tatsächlich für Steam VR. Vielleicht bessern die da ja noch nach. So, jetzt müsst ihr auf jeden Fall mehr als 30 Frames sehen. Ich denke auf jeden Fall 45 sollten wir hinkriegen. Das Motion Smoothing ist jetzt aus. Jetzt starte ich wieder den Flight Simulator. Ja, das Bild ist super geil, aber die Performance ist natürlich. Aber ich meine, wir wussten es. Wenn wir ehrlich sind, wenn es schon in Flat nicht gut läuft, wie soll es dann in VR gut laufen? Vor allem mit 100% Render Resolution. Ja, über 3000 Pixel pro Auge multipliziert miteinander ergeben ungefähr 18 Millionen Pixel bei der G2 mit 100%. Das ist deutlich mehr als 4K. 3840 mal 2160 Pixel, das ergibt ungefähr 8 Millionen. 18 Millionen sind deutlich mehr. Das wussten wir auch alle nicht, ne? Das wusste aber auch MRTV nicht, dass die Brille mit über 3000 Pixeln gerendert werden muss, um die beste Bildqualität zu erreichen. Wir dachten alle, unser PC kann 4K, dann müssten die 2160 x 2160 pro Auge ja funktionieren. Ja, Pustekuchen. Haben wir mal eben 18 Millionen. Jo, Alex von Borstel. Es ist jetzt gerade sogar 30 eingestellt. Wir sollten jetzt eine ganz gute Performance hier kriegen. Ach, ihr seht das noch gar nicht. Entschuldigung. Hier. Hier, jetzt sind gerade 30 eingestellt. Also, ich empfehle 60, 70 mit den Einstellungen, die ich hier habe. Ich poste die Einstellung auch nochmal in die Videobeschreibung nach dem Video. Und wir wollten ja testen, was wir maximal jetzt quasi rausholen können. Oh, jetzt ist irgendwas schief gelaufen. Jetzt kann ich den VR-Modus nicht mehr starten. Und jetzt muss ich neu starten. Tudum. Warum auch immer. Jetzt muss das Spiel neu starten. Ja, das stimmt, Akku mit dem Sweet Spot. Das stimmt wirklich. Das war unmissverständlich, ne? Er ist nicht schlecht, aber er ist nicht besser als woanders. Aber der Sweet Spot selber, den sehe ich auch gar nicht als problematisch an. Weil die Brille sitzt ja fest auf dem Kopf. Ja, die Clarity, die wäre noch schöner, wenn sie noch besser wäre eben. Fly Kai. Ja, mit Steam VR kannst du es mit 45 bestimmt erzwingen, ne? Du hattest doch die Steam VR Version, oder? Repo, hallo. Freunde, der ist gut. Schön, dass du auch dabei bist. Wir testen hier gerade so ein bisschen die Performance. Der Brille.
Ist der Ton von mir so gut? Das Headset liegt ja jetzt vor mir. Ich hoffe, es sind nicht so viele Hintergrundgeräusche zu hören. Tasmania, hi. Warp X habe ich noch nicht mit anderen Games ausprobiert. Ich habe aber GTA 5 Mod ausprobiert in VR. Finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Fand ich Cyberpunk besser mit Warp X. 18 Millionen Pixel. Soll ich mal vorrechnen? Vielleicht habe ich einen Rechenfehler, vielleicht auch nicht. Ich rechne mal. Wir haben, weiß nicht, ungefähr 3092 Pixel mal 2. Wir haben ja 2 Augen. Ups, falsche Taste. Das habe ich jetzt hier geöffnet, irgend so einen anderen Modus. Nochmal. So. Mal 3092 sind sogar 19 Millionen ungefähr. Wir haben ja die horizontale und vertikale. Und wenn wir die eben dann mal 2 nehmen, haben wir dann beide Augen. Und dann die vertikale. Das waren jetzt ungefähr 3092. Und das ergibt dann eben diese Zahl. Man darf nicht 2 mal 3 mal 3 rechnen. Nein, wieso nicht? Sag's mir. Was mache ich für einen Fehler? UCI. Okay. So. New York wolltet ihr sehen, ne? Das kann ich nicht so gut sehen. Dann setze ich jetzt nochmal die Brille auf. So. New York. UCI, habe ich recht? Ja, oder? 6 mal 3 ist das gleiche wie 2 mal 3 und das Ergebnis mal 3, ne? Distributionsgesetz ist das, glaube ich. Warum macht er das denn jetzt nicht? Immer, ach, wenn ich die Leertaste drücke, zentriert er. Ich habe mich schon gefragt, warum er immer. Und dann macht das wieder weg, wenn ich nichts mehr tippe. New York. Kennedy war das, ne? 31L, ne, richtig? Genau. Und dann einfach geradeaus. Und dann bei Nacht, ne? Wohin? Ist ja egal, wohin. Und dann wolltet ihr noch die... Ach, jetzt habe ich aber... Weil Flugzeug wechseln wir gleich. Die Airbus 320 sehen. So, ich habe jetzt auf 30% Render Resolution. Gucken, was wir da jetzt kriegen. Ich wünsche mir da jetzt schon so 60 Frames, wenn ich ehrlich bin. Mindestens.
Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha ready at runway 31 left east departure. Und was kriegen wir? Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha cleared for takeoff runway 30 left east, FPS. departure approved. Das kann doch gar nicht sein. Also ich kann jetzt nichts mehr lesen hier. Cleared for takeoff runway 31 Alles am left Golf Flimmern Sierra Alpha. mit 30%. Und ich habe trotzdem nur so, ja doch 45 FPS sind es jetzt ungefähr. Das ist ja ein Witz, ey. Und die Einstellungen sind auch nicht hoch, ne? Wir können ja noch mal reingehen für die, die später dazu gekommen sind. Jetzt geht das wieder nicht mit dem Controller. Also, ich habe hier so auf Mittel alles stehen, ne? Ein paar Sachen auf hoch. Ja. Aber das stelle ich hier direkt wieder um. Das geht gar nicht. Was passiert denn auf 100? Bestimmt stürzt das Spiel direkt ab. ...25. Ach, ist das doof, echt. Ne, 100 kann man scheinbar nicht machen. Das sieht super aus. Also, wie alles hier leuchtet. Aber das ist zu wenig. Ja, was heißt, es ist nicht zu wenig, es ist okay. Aber gerade habe ich ja gemerkt, als ich es auf 60 gestellt hatte, die 20 FPS, die da mehr kamen, das war schon besser. Aber wir lassen es mal so. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. So geradeaus fliegen, ja? Irre mit den ganzen Lichtern. Ach, das geht schon, doch, mit den Frames. Das ist nicht so schlimm, wie ihr es jetzt seht. Bei euch ruckelt das bestimmt total, ne? Ja. Auch ihr müsst die ganze Zeit so sehen, wie ich spiele. Kein Wunder, dass ihr sagt, das sieht Mist aus. Das sieht nicht so aus. Das Mirroring ist ja totaler Mist. Kann ich irgendwo einstellen? Wo? Auf welchem Monitor das Spiel läuft. Warte, ich könnte den Vollbildmodus doch ausmachen, dann kann ich es rüberziehen. Geht das nicht? Fenstermodus. Nee, wie spricht man es aus? Moana Babe. Das Headset rendert ja nicht mit 2160 Pixeln, sondern mit über 3000 auf 100%. Sind zwar die richtige Zahl des Panels, was die Pixel angeht, um aber die beste Sicht zu haben, sind die 100% über 3000 Pixel. Man muss also 1000 Pixel mehr, 1000 mal 1000 Pixel mehr rendern, als das Panel hat. Da gibt es in den Kommentaren von meinem letzten Video, glaube ich, eine gute Erklärung, hat jemand gepostet, warum das so ist. Daher stimmt das nicht, die Rechnung, die du aufgestellt hast. Okay, so. Jetzt müsste das gehen. Dann mache ich das hier einfach mal groß. Und jetzt seht ihr das nur leider mit zwei Augen. Muss ich den VR-Modus wieder anmachen? Jetzt geht der VR-Modus wieder nicht. Ja, also noch ein paar Bugs zu Beginn hier des Updates. Jetzt könnte ich zwar so fliegen, aber
kann jetzt den VR-Modus nicht mehr anmachen. Also es sieht schon so im Spiel aus. So wie ihr es jetzt seht. So fühlt es sich an. Es ist nicht wie das Mirroring. Das sieht ja schrecklich aus. Dass sie da nichts gesagt hat vorher. Was soll ich denn Voodoo fragen, wie was geht? Würde mich mal interessieren. Oh. Alles klar. Nicht explodiert. Ja, Alex von Borstel. Distributionsgesetz, genau. Der war gut. So, dann mache ich das Mirroring mal ganz aus. Und in der Hoffnung, dass ich das jetzt rüberziehen kann. Sonst muss ich gleich einmal den anderen Bildschirm capturen. Oh King Lee, hi. Es soll mit allen Brillen gehen. Ich hatte aber auch in unserem Discord jemanden, JS, der hat das auch nicht hinbekommen auf Anhieb. Das ist also scheinbar, geht nicht sofort. Muss man ein bisschen was machen. Kann ich leider gerade noch nicht zu sagen. Du hast die schwarzen Toshi, du hast die schwarzen Ränder mit im Bild. Meinst du jetzt, wenn du die Zwei-Augen-Ansicht anhast, gerade, also den VR-Modus, das TRA gleich mal ausmachen? Okay, mache ich. Auf 100% kann man TRA ausmachen, das stimmt natürlich, ne? Das habe ich vorhin gar nicht beachtet. Martin, iRacing habe ich auch. Komm gerne mal in unseren Discord, da gibt es einen Chatroom oder einen Channel eher gesagt mit Videovorschlägen. Dann kann ich das mal testen, wenn das jemand dort reinschreibt. Geht ja relativ schnell, dann mache ich da mal ein Video von. Mr. Smint. Also jetzt gerade war Motion Reprojection nicht an, ist komplett deaktiviert jetzt. Vorhin war Motion Reprojection an und Microsoft hat ihr eine andere Art von Motion Smoothing oder eine erweiterte Art eben implementiert, und zwar, dass ich auch mit 30 FPS Motion Smoothing aktivieren konnte. Vorher konnte ich ja immer nur die Hälfte der nativen Herzzahl aktivieren, brauchte ich, um Motion Smoothing zu nutzen. Jetzt geht es auch mit einem Drittel der Herzzahl. Die rendern quasi 2 von 3 Bildern, oder nein, 2 von 3 Bildern werden interpoliert, 1 wird nur noch berechnet sozusagen. Und ich wollte aber gerne das mit 45, also mit der Hälfte ausprobieren. Ich kann das aber nicht forcieren hier, dass das so läuft. Zumindest hier mit WMR nicht, mit Microsoft Store Version. Nein, also Grafikkartentreiber habe ich nicht den neuesten, weil es mit dem neuesten bei mir schlechter läuft. Ich habe die Version 445.87 aus April drauf. Das ist für mich die beste, was VR angeht. Ich hatte vorhin den neuesten, da war es schlechter. Und DLSS kann man im Spiel nicht anmachen. Das Spiel unterstützt kein DLSS, also Kantenglättung. DLSS 2.1 wäre ja notwendig. Da gibt es noch kein Spiel aktuell, was das unterstützt für VR. Raytracing, also Raytracing kann das Spiel auch nicht. Und Anti-Aliasing ist nicht aus, das stelle ich jetzt aber mal aus. Aber erst versuche ich jetzt hier den VR-Modus zu aktivieren. So, und so kann ich das leider nur capturen jetzt, ne? Ich meine, ich könnte jetzt quasi eins ein bisschen größer ziehen, aber ja. Ist auch doof für so Zuschauer, Streamer wie mich jetzt. Wäre auch schöner, wenn die da noch eine zweite Ansicht, aber vielleicht hat das auch Performance-Gründe. CyberGhost, hi. Okay, so.
Dann gehen wir mal wieder ins Spiel. Also, dann mache ich jetzt mal TAA aus. Das war ein guter Hinweis, wenn wir auf 100% spielen wollen. Jo. Okay. Ist leider nicht in der Chronik. Ich habe das Spiel nicht richtig beendet, deswegen wahrscheinlich. Geh nicht wieder weg. Da. Sind wir hier bei Nacht, ja. Go. Man sieht ja das Bild auf dem Desktop. Rechts und links in diesem Bild sind ja eine schwarze Umrandung, genau. Die hast du auch in VR. Das ist ja eigenartig. Aber, also, das Einzige, was ich an Umrandung jetzt in der Brille sehe, ist natürlich das FOV selbst, was ja nicht mein ganzes Blickfeld umgibt, ne? Du meinst jetzt schon wirklich das, was man am Desktop sieht. In anderen Spielen hast du das Problem nicht, Toshi, ne? Okay, ja, gleich kommt der A320. Jetzt nach diesem Try hier. Kennedy Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha ready at runway tree 1 left east departure. So. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha cleared for takeoff runway Jetzt tree müsste es 1 auch left flüssiger east für euch departure. sein. Ja, endlich. Tut mir leid, das habe ich nicht so gut gesehen. Ich hatte immer die Brille auf, dass es dann so geruckelt hat, wenn wir auf 100% gespielt haben. Gut, dass ihr das dann gesagt habt. Denn so ist es gut, oder? Würdet ihr jetzt auch sagen, dass es so gut ist, ne? Und ja, jetzt ist die Grafik am besten, was die Auflösung angeht. TAA zu deaktivieren hat nicht so viel geholfen. Aber ein bisschen, glaube ich. So, geradeaus fliegen war der Wunsch, damit ich über Manhattan fliegen kann. Ist das richtig? Landebahn ist ja noch ein paar Meter. Ja, also mit Motion Smoothing ist es viel besser so. Wirklich. Diese Artefakte, die da ins Bild kommen, das ist für mich unspielbar, wirklich. Schreibt mal gerne in die Kommentare oder in den Chat, ob ihr das auch so seht. Sierra Alpha continue for east departure. I will contact you next when you leave my airspace. Okay, Tasmania, sehr gut. Kennedy Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha continue for east departure. Desperado, das haben wir alles schon erledigt. Schön, dass du jetzt auch einschaltest. Das ist alles haben wir alles schon gemacht. Und wir haben aber gesehen, also mit dem Tool erreicht man nicht, dass es auf 30 Frames läuft, sondern man muss erstmal 30 Frames erreichen. Und dann kann man Motion Smoothing aktivieren, damit es quasi auf 90 Frames läuft. 2 von 3 Bilder werden dann interpoliert. Das macht dieses Tool. Das macht sonst nichts. Und jetzt habe ich gerade eben 100% Skalierung an. Render Resolution. Und deswegen läuft es gerade so schlecht von der Zahl her. Aber es ist spielbar und dafür habe ich viel mehr Schärfe. Ne? Wahnsinn. Wie das hier aussieht mit den ganzen Lichtern. Da hinten ist da Manhattan. Da sehe ich so Türme. Oder da rechts. Ja, Hammer, echt. Irre. Cessna Golf Sierra Alpha, you are leaving my airspace. Frequency change approved.
Kennedy Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha frequency change. Ganz schön quadratisch hier alles, ne? So ist Amerika aufgebaut. Mit in Blocks. Request clearance to transition Bravo airspace. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha New York approach. Squawk 76. Jo, da kommen wir jetzt zu den Hochhäusern. Squawk 7627 Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha radar contact 6 miles northwest of Kennedy 900 feet. Da ist die Brooklyn Bridge, okay. Maintain all Also Sehenswürdigkeiten, POIs sehen wir auch. Point of Interest. Cleared through the Bravo airspace Ist Cessna auch Golf cool. Sierra Alpha. Und wir machen natürlich jetzt hier keine Dummheiten und fliegen ein bisschen höher als die Hochhäuser. Empire State Building, jo, da sind wir in Manhattan. Bahamas, ja, ich sehe schon. Es gibt viele Orte, wo es sich lohnt, mal drüber zu fliegen, ne? Alles schaffen wir bestimmt heute nicht, aber ja. Ja, toll sieht's aus. Nochmal für alle die später zugeschaltet haben. Ich habe jetzt 100% Render Resolution. Deswegen erreichten wir auch nicht mal 30 FPS jetzt gerade mit der 2080 Ti, aber dafür ist alles knackscharf und ich finde, es ist auf jeden Fall spielbar. Also meine Empfehlung ist, guck mal, wie es mit 60%, 70% bei euch ist. Ob ihr da die mehr Performance bevorzugt gegenüber der höheren Auflösung auf 100% Render Resolution. Da kann man ja auch durchs Fenster, jo. Krass. Wahnsinn sieht das aus. Das sieht irre aus. Die ganzen Gebäude, wie die leuchten. In der G2. Hammer. Da ist das Empire State Building. Cessna Golf Sierra Alpha New Bunt York beleuchtet. airspace radar service. Wahnsinn. Squawk 1200. Frequency change approved. Das ist irre. Squawk 1200. Frequency change approved Cessna Golf Sierra Alpha. Ach, die G2 ist ein Traum. Aber leider können wir erst in, weiß ich nicht, 4-5 Jahren die Grafikkarten kaufen, mit der wir die G2 in solchen Spielen richtig ausreizen. Weil, wie ihr seht, hier sind wir definitiv GPU gebunden und nicht mehr CPU gebunden wie im Flat-Modus. Wahnsinn. Ja, sollen wir mal nach Thailand und jetzt im Airbus? Da bin ich mal gespannt, wie das ist, so ein Ding zu fliegen. Jo, Flykai, ist gut, ne? Ja, süchtig Tom, du hast recht. Ich habe die 1 beim Gameplay in den Titel geschrieben. Vielleicht kommen noch mehr Folgen. Genau, vielleicht ja.
Tasmania, was muss ich denn, weißt du das, für einen Flughafen jetzt hier auswählen, wenn ich daher fliegen will? Genau, butterweich nicht Flykai, aber doch spielbar wirklich, ne? Na? Die Brille ist schwarz. Warum? Also sie ist nicht aus, sondern ich sehe ein schwarzes Bild. Das ist komisch. Tja. Vorhin noch gesagt, man kann so schön zwischen den Modi herwechseln, Flat und VR, und jetzt sieht man, wie danach das Spiel immer neu gestartet werden muss. Komisch. Also ein paar Bugs haben wir hier noch in der Konstellation. Und nochmal starten. GZ nicht bezahlt. Selbst wenn ich wollte. Ich bin verpflichtet zu zahlen. Perplexa, hallo. Ja, ich denke auch, dass sie noch Optimierung rausbringen. Ich denke aber dennoch, dass es nicht zu gut sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir die Hoffnung haben müssten, dass wir da noch richtig viel Frames bekommen werden. Da können wir uns von verabschieden, da bin ich mir sicher. Vielleicht werden solche Bugs behoben, aber ich glaube nicht, dass die Performance noch richtig angehoben werden kann. Also mit der G2 ist die Performance eben hier ein Problem, wenn man die voll ausreizen will, aber wenn man sie runterregelt, mit der Render Resolution hat man ja trotzdem ein besseres Bild, weil man keinen Screen-Door-Effekt hat als in anderen Brillen. Man kann es ja auch trotzdem spielen, nur dann kann man nicht mehr so gut die Instrumente ablesen. Also auf 70% kann man sie immer noch gut ablesen, ne? So schlimm ist jetzt auch nicht, aber auf 100 nochmal schärfer, das ist schwer zu beschreiben. Genau, Akku. Wie Alex sollte das alles aussehen, ne? Ist quasi um die Ecke. Bangkok Airport, Pattaya, okay. Was habt ihr sonst noch für Fragen? Zur Performance, zum Spiel, zum Channel, egal was. Bevor wir hier so langsam in die letzten Flügel kommen. Ja, erstmal mache ich den VR-Modus an. So. Was war das? Bangkok. Kann es nicht lesen. Bangkok International nach Pattaya. Bei Tag würde ich vorschlagen, oder? Und, ach, ich muss mir den laden, ne? Muss ich wieder zurückgehen. Profil, Inhaltsmanager. Nicht installiert. A380. Oder war das A320? 320, wa? Ne, das ist nur Flight Training. Was ist der hier? A320, genau.
Ja, aber interessant. Ich habe übrigens, ihr wisst ja vielleicht der eine oder andere, mein Internet hat ja momentan Probleme mit dem Upload zu diesen Abendstunden hier. Statt 50 Mbit nur noch 0 bis 3. Und ich streame jetzt schon seit 2,5 Stunden über LTE. Funktioniert ganz gut, ne? Klar habe ich die Bitrate nicht so hoch, aber toi toi toi. Besser als mein Kabelinternet zurzeit. So, ist sofort runtergeladen, die Maschine. Okay. Installiert. Weltkarte. Das ist noch gespeichert und jetzt kann ich den hier auswählen. Oh, das sieht schon größer aus. Okay. Go. Ja, es braucht auch einen guten Download. Aber ich meinte jetzt eher wegen des Streams. Nicht wegen Flight Sim. Mein Download ist voll da, 1 Gigabit. Nur mein Upload macht Probleme. Ich meinte das jetzt nur, weil ich oft nicht zum Abend streamen konnte, sondern immer nur zum Nachmittag. Aber jetzt streame ich über LTE. Weil das zuverlässiger hier ist als gerade mein Internet seit einem Monat. Und wollte ich nur kurz sagen, während wir hier warten mussten. Vodafone Unity Media habe ich hier. Das ist ein Störsignal in der externen Umgebung, was sie aber gerade nicht beheben. Also auch nichts mit Auslastung zu tun an sich. Das ist ein technischer Fehler. Boah, irre! Wie sieht das denn aus? Boah, so sieht ein Cockpit aus hier. Das ist ja krass. Boah, das sieht ja nochmal... Gut, dass ich mir das hier bis zum Ende aufgespart habe. Das sieht ja nochmal viel krasser aus. Aber so richtig am Tag sind wir jetzt hier nicht, ne? Boah. Da wackelt der Controller ordentlich hier. Wahnsinn. Wo muss ich denn hinfliegen? Dahin? Ja, das ist mein Ziel, richtig? Ja. %70 Gas. Ja, wie soll ich das denn machen? Ach so. Okay, ist auf jeden Fall komplizierter. Wahnsinn, ey, was Piloten hier so mit so einem Ding machen. Begreifen natürlich das trotzdem nicht, wie so ein mega schweres Ding in der Luft ist. Das sieht irre aus. Also 100% ist schon... Ich kann alle Knöpfe hier lesen. Alle. Also da bin ich immer wieder sprachlos mit der G2 und solchen Bildern hier, die ich hier sehe. Airbus Alpha Sierra, X-ray tree, 20 Bangkok approach. Squawk 4226. Squawk 4226 Airbus tree 20. Wie kann ich denn?
Symbolleiste. So, kann ich jetzt gar nicht aufrufen, ist ja komisch. Irgendwas sagtet ihr doch mit Autopilot, oder? Oder kann ich das hier irgendwo machen? Cleared through the Charlie airspace, Airbus Tree 20. Wahnsinn. Airbus Tree 20 contact approach on 133. Was sagt ihr denn so dazu? Jetzt habe ich 100% und Motion Smoothing aus. Bei dir ist das pixelig. Was hast du denn Akro? Was hast du denn eingestellt? Tasmania, ja. Das liegt aber an Oculus Link, weniger an der Brille selbst, weil die Kompression einfach die Weitsicht verhindert und die Schärfe, die richtige Schärfe. Es sind Welten, aber das sind auch die Welten im Preis. Das ist der doppelte Preis. Und ich würde nicht sagen, dass die G2 doppelt so gut ist, weil die Quest 2 einfach viel mehr Funktionen auch hat, ne? Viel versatiler ist. Und daher ist die G2 nicht besser als die Quest 2, sondern PC-VR mit der G2 ist besser als G2, als Quest 2. Aber auch nur das. Und das auch gerne um Welten, aber ja, um Welten, das klingt immer so übertrieben. V23 Oculus Link Update ist schon gut. Ja, irre, echt. Wie seht ihr das so? Ja, durch 2 Augen. Ne? Dafür aber flüssig, so wie ich. Also die Performance, obwohl ich... Also ich habe jetzt 30 FPS, kann ich hier ablesen. Ihr könnt das ja jetzt nicht mehr sehen. Und das ist mit 100% mein Mittel der... Also meine Einstellung der Wahl, wirklich. Ich persönlich sage 100%, dafür ein bisschen weniger FPS. Es ist total spielbar und sieht dafür unglaublich gut aus. Ja, mehr FPS wären schöner, fühlen sich auch schöner an, aber wenn dafür alles unscharf ist, dann bevorzuge ich lieber die Schärfe. Immer. In VR. Und für die, die trotzdem ein bisschen mehr haben wollen, die stellen es auf 70%. Es ist immer noch scharf, aber nicht so scharf wie jetzt. Dafür aber so 40 FPS dann mit meiner 2080 Ti beispielsweise. Doch nochmal ein bisschen besser. Ich kann es ja nochmal hier on the fly umstellen. Um auch in diesem Flieger mal den Unterschied zu sehen. Ich stelle es jetzt mal auf 70. So, jetzt habe ich so 40 FPS, also 10 mehr. 42, 43. Immer noch keine 45 mit 70%, aber jetzt habe ich Kantenflimmern. Ich meine, TAA ist auch aus, aber ich werde trotzdem Kantenflimmern in den Schriften haben. Warum wackelt hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Overspeed. Nein. Ich mache wieder 100% an. Also das ist es mir nicht wert, echt nicht. Dafür habe ich keine G2, um eine geringere Auflösung zu nehmen, wirklich. Das sieht so gut aus. Ja, direkt besser wieder. Ist direkt so, wenn man seine... Weiß ich nicht, ich bin Brillenträger. Wenn ich meine Brille schmutzig ist, das nervt mich total. Wenn ich die dann sauber gemacht habe und wieder aufsetze, dann habe ich richtig eine gute Durchsicht. Und so fühlt sich das an. Richtig so, jetzt ist es wieder richtig. Mit der G2. Ja, Hammer.
Sonnenaufgang, mega. Guck mal, man kann sich hier richtig umgucken. K-Mile Air 801, you are trained 4 Wahnsinn. miles southeast. Descend and maintain 3,000 feet. Expect ILS Yankee runway 19er left approach via Lemon transition. Cleared to Lemon. Echt top. Also, klare Empfehlung, wirklich. In der Mitte vom Cockpit auf Autopilot. Oh ja? Da gucke ich mal. Die Mitte vom Cockpit, AP. Was heißt denn Mitte jetzt? Ist das Mitte oder das? Parkbremse. Tja, mir ist das überhaupt nicht peinlich, dass ich den Knopf nicht finde, weil hier sind 1 Million Knöpfe. Wenn ich das mal so selbstbewusst sagen darf. Hätte mich trotzdem gefreut, wenn ich es direkt gesehen hätte. Bitte noch näher eingrenzen, wo der Autopilot-Knopf ist. Witzig. Ach, über dem Bildschirm, das breite Gerät. Über den Bildschirm, das breite Gerät. Das oder was? Ne, also. Doch, AP12 steht da. Jetzt sehe ich's. Und wie kann ich den aktivieren? Erstmal fortsetzen. Und dann K-Mile Air 801, contact Bangkok approach on 12. Autopilot aktivieren. Beide? Ne. Ah. Alles klar. Jo, das fliegt er selber. Der fliegt natürlich jetzt wahrscheinlich anders, als ich es getan hätte, ne? Ist auch witzig. Aber wenn er so in die Schräge geht, ohne dass ich das will, ist das schon ganz schön belastend. Ne, ist das normal, dass ich noch lenken kann? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann ist er ausgegangen jetzt. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt einen Kurs. Und folgt ihm jetzt. Ja, super, alles klar. Tasmania, Virtual Desktop, so ist es. Genau. Der Trend geht zur Zweitbrille. Beide Brillen ist das perfekte Portfolio. So ist es. Genau. Ja, süchtig Tom. Aber die Controller finde ich auch gut. Finde ich nicht schlecht. Ist richtig, was du sagst, aber nicht nur für Simulationsfreunde. Vor allem, oder ich sag mal so, für Simmer muss, aber auch für andere. Genau, Akku, guck mal mit Scale, was du noch rausholen kannst aus deiner Grafikkarte. Biergischt. Ja, die Tipps hast du quasi verpasst schon, ne? Schau dir den Stream nochmal von vorne an. Wir haben jetzt einiges probiert hier. Und richtig FPS kriegst du nicht, aber mit Motion Smoothing kannst du was rausholen, wenn du mindestens 30 schaffst. Ich finde aber das nicht schön, weil zu viele Artefakte entstehen. Und dann fliegt ein Flugzeug so schräg. Weiß ich nicht. Das Gefühl, wir überschlagen uns gleich. Dann hast du Autoschub. Schub auf klein. Achso. Ja. Nee, niemals würde man so fliegen, oder? Schub! Wo ist der Schub? Da? Klein, habe ich irgendwo gerade gelesen, oder nicht? Witzig. Wo war denn nochmal Climb?
bin hier voll der Noob. Aber finde ich irgendwie witzig. Weil so lernt man. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht mehr finde. Egal, wir fliegen jetzt im Kreis. Ich beantworte eure Fragen. Jo. Richtig, Tom, da hast du recht. Da muss man richtig üben. Ach, so brauche ich gar nicht, ja? Du hast recht, mit der rechten Maustaste, stimmt. Ja, okay. Das hilft natürlich schon, aber jetzt bin ich so nah dran, dass es tatsächlich so gefühlt für Rift S Qualität mit Screen Door, weil sonst kann man das nicht lesen, ne? Ich will nicht gegen die Brille wettern oder wenn ihr die habt, die ist auch gut, alles ist okay. Aber es ist nun mal so. In allen VR-Brillen vor der Quest und von der Quest 2 und G2 konnte man nichts lesen, wenn es weiter weg ist. Jeder hat gesagt, die Auflösung ist so toll, es ist so super alles. Hä? Man hat die aufgesetzt das erste Mal und dachte sich, was ist das denn? Es war immer nur eine Weiterentwicklung und deswegen hat man gesagt, es ist so viel besser. Aber insgesamt, gerade Leute, die VR überhaupt nicht kennen, die haben die aufgesetzt und man dachte sich, ich kann aber nicht sehen, es ist nicht scharf. Ja wie, hat man dann gefragt. Nein, die hatten recht, es ist dann nicht scharf. Und da hilft natürlich so ein Zoom, aber ich kann von hier alles lesen. Ich brauche den gar nicht. Kein Screen da. Genau, 2080 Ti Cäsar. G3. Ja, hoffentlich bleibt die Auflösung aber so. Die sollen die nicht noch erhöhen, sonst kriegen wir nie die Performance. Schubhebelstellung. Ach, ich lasse das jetzt einfach just. Ja, Flykai. Mega. Das Cockpit ist der Hammer hier, wirklich. Vor allem in der G2. Ich kann hier super im Kreis fliegen. Nein, wirklich toll. Da war ich jetzt gerade echt verblüfft. Genau, Belisch, so ist es. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, schon ganz schnell, gar kein Problem mehr bei mir. Edge-to-Edge-Clarity wäre natürlich noch besser, will ich gar nicht abstreiten, aber ist bei mir jetzt alles okay. Jo, Flykai, probier mal und sag mal, wie das mit Motion Smoothing mit den Artefakten ist. Ob dich das stört. Ja Leute, was wollt ihr noch sehen? Ich würde nämlich sagen, so langsam kommen wir zum Ende des Streams. Wir streamen jetzt schon so lange. Hier seit... Wie lange denn eigentlich? Fast 3 Stunden schon. Aber natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, gehen wir das noch alles durch. Aber ich kann dir schon mal so ein bisschen zusammenfassen, was ich davon halte. Also, ich sage erstmal so einen kleinen Disclaimer, wie auch jetzt unter jedem meiner Videos steht. Das ist alles natürlich nur meine Wahrnehmung hier. Ich bin sehr überzeugt von der G2. Sie hat keine Edge-to-Edge-Clarity, der Sweet Spot ist nicht besser als bei anderen Brillen meiner Meinung nach, aber die Edge-to-Edge-Clarity fällt vor allem negativ auf wegen unserer hohen Erwartungshaltung, die scheinbar falsch war, aber eben auch durch die hohe Auflösung und den fehlenden Screen Door, weil wir sowas in anderen Brillen noch nie gesehen haben. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn es plötzlich unschärf am Rand wird, denn vorher war quasi alles unscharf. Also, wenn ich jetzt sage, hier ist alles scharf, meine ich nicht, ist es von links nach rechts scharf, sondern so scharf wie die G2 sein kann, ist es scharf. Und das ist einfach der Hammer. Ich kann in diesem Airbus 320 hier jeden Knopf, jede Beschriftung lesen, egal wie weit weg, mit 100% Einstellung jetzt aber, Render Resolution, also fast 3000 x 3000 Pixel pro Auge. Und es sieht einfach unglaublich aus. Die Performance ist bei dem Spiel Mist. Das Spiel selber finde ich toll, habe aber keine Vergleiche und bin kein Flight Sim Experte, sondern es gibt, glaube ich, niemanden, der weniger auf Flight Sim weiß. Aber ich kann eben was zur Hardware und generell zur Performance sagen. Da kenne ich mich gut mit aus, sage ich einfach mal. Und es ist so,
das hier mit einer 2080 Ti, das Spiel auf jeden Fall durch die hohe Auflösung jetzt der G2, wenn man es auf 100% vor allem hat, GPU gebunden ist. Es ist nicht mehr so wie im Flat-Modus, dass es ein CPU gebundenes Spiel ist. Und man überhaupt nicht erwarten braucht, zumindest wie gesagt mit einer 2080 Ti, die ja ein Einsteigermodell ist, braucht man nicht erwarten, dass man hier über 50 FPS bekommt. Auf gar keinen Fall. Aber es ist total spielbar, selbst mit 30 FPS, was ich nicht gedacht hätte. Und ich selber würde euch raten, mal Motion Smoothing auszuprobieren. In meinem letzten Video habe ich das erklärt. Aber in diesem Spiel, muss ich leider sagen, funktioniert das nicht gut. Ich hatte ja in dem Video gesagt, dass es nicht bei jedem gut ist. In Dirt Rally, das ist immer so ein Beispiel, was ich habe, da läuft es sehr gut. Ohne Glitches, ohne Bildfehler. Hier finde ich es nicht gut. Da spiele ich lieber mit 100% Render Resolution, spiele mit 30 FPS und habe dafür ein knackscharfes Bild, keine Bildfehler. Und da das Spiel kein Fast-Paced Spiel ist wie irgendein Shooter, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Es wirkt nicht ruckelig, es ist konstant 30 FPS, sage ich mal. Alles ist super. Aber probiert es gerne selber aus. Wenn ihr erst noch zugeschaltet habt, schaut euch gerne den ganzen Stream an, weil wir wirklich auf viele Details eingehen, auch vom Microsoft Store, der Microsoft Store Version und über WMR auch generell ein paar Sachen, die man einstellen kann. Und dann könnt ihr das Beste aus eurem System ausholen. Thorsten Limmer, hi, schön, dass du auch da bist. Das Spiel stürzt gerne bei dir ab, genau. Okay, ja, jetzt gerade das erste Mal tatsächlich bei mir abgestürzt. Ich hoffe nicht, dass das die Regel ist. Aber ja, es ist erst heute erschienen, das Update. Deutschland-Update, ja, weiß ich gar nicht, weiß vielleicht der eine oder andere mehr hier im Chat. Bestimmt ist es nicht die Priorität. USA-Update kam ja jetzt. Jo, süchtig Tom. Zeit ins Bett zu gehen, genau. Ja, gerne, dass ich dir weitergeholfen habe. Mit der Hilfe von allen und schön, dass du dabei warst. Fly Kai. Danke. Alles gut. Der Flieger macht das super hier. Weißt du viel. Aber nein, weiß ich Bescheid, danke. Ja. Wie ist denn so die Performance? Ich kann ja mal hier das Bild ein bisschen wegschieben. Jetzt ist der VR-Modus aus, oder? Aha, jetzt geht er wieder nicht an. Ich habe jetzt leider keinen Graphen der Last. Aber man kann auf jeden Fall sehen, jeder Kern ist ein bisschen ausgelastet, ist aber überhaupt nicht CPU gebunden, das Spiel. Ich denke, mit 4-Kerner wird das Spiel auch laufen. Die Grafikkarte ist, was VR angeht, glaube ich, wichtiger bei dem Spiel. Yo, UCI, schönen letzten Arbeitstag, frohe Weihnachten, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Genau, ich komme bald auf den Geschmack. Okay, Leute. Genau, den Kopf durch die Scheibe stecken, Thorsten Limmer, ne? Das sieht gut aus. Und einfach mal nach unten gucken. Ja, schön, dass du das Bild auch gut findest. Du hast ja bisher auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, hast du ja in den Kommentaren geschrieben. Du warst auch ein bisschen enttäuscht, was die Clarity angeht. Aber es sieht mega aus, oder? Was man hier in so einem mega Cockpit sieht, das ist schon krass. WN, ist die Brille beim Hochfahren des Rechners immer auch eingeschaltet? Ja, total nervig. Daher habe ich einen Smart Plug an der Steckdose und ich schalte die Brille immer nur ein, wenn ich spielen möchte. Übrigens, ich habe, das werde ich in einem anderen Video auch mal erwähnen, zu Tipps und Tricks zur G2. Ich habe
wenn ich die Brille nicht ausschalte, also die immer an ist quasi, wenn der Rechner an ist, was ja sowieso doof ist, dann habe ich manchmal den Fehler 714. Wenn ich aber immer den Strom aus habe und sie nur einschalte, wenn ich spielen will, brauche ich die Brille niemals irgendwo ausstecken. Das funktioniert immer. Wenn sie aber immer eingesteckt ist, habe ich zwischendurch den Fehler 714. Also kauft euch so eine Steckdose, entweder so eine mit so einer Fernbedienung, die nicht, also kein Smart Plug ist, sondern einfach eine Funksteckdose, oder eine, die ihr in eurem Smart Home System einbinden könnt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Könnt natürlich auch einfach den Strom ausziehen, aber meistens ist das ja mal irgendwo, wo man nicht gut rankommt. Jo. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Wirklich zahlreich. Es scheint ja viel interessiert zu haben. Ich war auch sehr gespannt. Ich bin ja so ein bisschen hier als Noob in das Game jetzt eingestiegen. Habe jetzt schon viel gelernt durch euch. Dankeschön. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vor allem mit der G2. Das Spiel sieht Hammer aus. Es ist toll, dass es das Spiel gibt. Ich würde, wie gesagt, die Steam VR-Version bevorzugen, aber man kann natürlich, wenn man den Game Pass hat, nicht sagen. Es ist nun mal da drin und dann spielt man natürlich die Version und kauft sich die nicht. Aber wer Flight Sim liebt, der kauft sich die und dann bitte bei Steam VR. Auf jeden Fall. Okay. Sieht so aus, als wenn soweit keine Fragen sind. Genau, sobald die Stromversorgung der Brille unterbrochen ist, ist sie komplett aus. Es wird nicht mehr nur über USB dann noch betrieben. Die Brille ist komplett aus, wenn Strom raus ist. Oder eben aus ist. Ja, gut. Also da haben wir sogar quasi einen Vorteil dadurch, sage ich jetzt mal, dass die Brille jetzt immer Strom braucht, dass wir so lösen können, als dass wir das über USB irgendwie lösen müssen. Weil ich habe auch eine Lösung probiert mit einer Batch-Datei, immer das Gerät zu deaktivieren im Gerätemanager. Da gab es aber, ich sag mal, in einem von 6 Fällen oder so das Problem, dass ich PC neu starten musste, weil die Brille dann nicht mehr erkannt wurde, obwohl sie aktiviert war. Daher bevorzuge ich die Lösung, die ist 100% funktionsfähig. Okay, ja, teilt bitte das Video, gebt bitte gerne einen Daumen hoch oder runter, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat. Abonniert bitte gerne auch den Kanal, damit ihr Videos wie diesen und Livestreams nicht verpasst. Und kommentiert unbedingt, würde ich mich freuen. Ich schreibe unter jeden Kommentar, antworte ich. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, bin ich dankbar. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao Leute, danke fürs Zusehen.